Ja, Pater. Ich will beherzigen, was Sie mir sagen. Lass dich nicht vom Stolz verführen, wenn du nun in dieses hohe Amt berufen wirst. Misstraue der Ehre. Von jetzt an wird der Pfad zum Seelenheil viel dorniger sein für dich. Ja, Pater. Lerne dich in Demut zu üben. Demut ist die höchste Gabe, die ich dir wünschen kann. Höre auf andere, auf die weisen und erfahrenen Männer der Regierung. Versuche von ihnen zu lernen. Denk immer dran, ein wirklich großer Mann übt sich in Bescheidenheit und gibt nichts auf Ruhm und Ehre. Ja, Pater. Sie kennen die Qual, mit der ich diesem Tag entgegensah. Aber nun ist das vorbei. Jetzt fühle ich mich wirklich frei. Und ich weiß nun, wie ich mein Amt gebrauche. Es kommt mir einfach und wunderbar vor. Ich kann bedeutende Männer an den Hof holen. Große Geister und Künstler. Und ich kann bescheiden ihre Hilfe erbitten. Und Sie errichten die Monumente meiner Herrschaft. Haben das nicht auch die Herrscher der Antike getan? Und so werde ich ein besserer Mensch. Hab Ehrfurcht vor Gott und diene dem Herrn, dann hilft er dir. Und nun bist du bereit, deine Sünden zu bereuen. O Herr, vergib mir meine Sünden. Ego der Salve, Domine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Ich sehe es leider als meine Pflicht an, auch wenn es mir schwerfällt, mit tiefstem Bedauern und gemeinsam mit Ihnen die schwierige und äußerst delikate Frage zu erörtern, ob Ihre Majestät noch dazu imstande ist, unser Bayern zu regieren. Unser armes, verachtetes Land verspottet und vom Unglück verfolgt. Und ob nicht das unerschütterliche Vertrauen des bayerischen Volkes damit auf schlimmste Weise und übel missbraucht würde. Es fällt mir so unendlich schwer, weil ich einer der Letzten bin, einer der wenigen Minister, die in ihrem Amt geblieben sind, ohne irgendwelche Unterbrechung, seit jenem fernen Tage im Jahre 1864. Also seit dem Tage, an dem wir uns alle mit großen Erwartungen und Hoffnungen versammelten, um der Krönung unseres jungen Prinzen beizuwohnen und ihm für seine Aufgabe Glück zu wünschen. Die Herren des Kabinetts. Sekretär Dufle. Königliche Hoheit. Der Justizminister. Die Generalität. Sie entschuldigen. Ich muss Sie jetzt allein lassen. Gott segne dich, mein Sohn. Gott segne dich, mein Sohn.
Graf Dürkheim kommt. Ja, ja, wer? Graf Dürkheim. Danke. Danke. Majestät, der König erwartet Sie. Ich danke Ihnen. Champagner. Den Mantel. Können Sie sich noch an unser Erstaunen erinnern, meine verehrten Kollegen, als Ihre Majestät zum ersten Mal das Kabinett berief und umgehend verkündete,
Nur eine Maßnahme habe absoluten, dringenden Vorrang vor allem anderen. Und zwar umgehend Meister Wagner ausfindig zu machen und ihn mit allen Mitteln davon zu überzeugen, sich in unserem Land niederzulassen. Was ist das hier? Wenn Majestät gestatten, das sind die Berichte der Polizeibeamten, die ich beauftragt habe, Herrn Wagner zu finden. Polizei? Was hat denn die damit zu tun? Ich bin kein Detektiv, Majestät. Und Herr Wagner ist nirgends anzutreffen. Er ist nicht in München, nicht in Wien und nicht in Neuchâtel. Aber er hielt sich überall dort auf, jedenfalls genau bis zur Ankunft unserer Beamten. So stellt es sich heraus. Wie Eure Majestät dem Bericht Nummer 4 entnehmen wollen, befindet sich Herr Wagner gerade auf dem Weg nach Stuttgart. Doch es fehlt noch die Bestätigung dafür. Bestätigung von wem? Von einem weiteren Polizisten? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich will Wagner nicht verhaften lassen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte ihn um die Ehre seines Besuches bitten. Ich bin überzeugt, ein so großer Dichter und Komponist wie Richard Wagner ist von unschätzbarem Wert und Nutzen für uns. Und Sie verfolgen ihn mit Polizisten, um eine Einladung zu überbringen. Der Meister ist gewiss und mit Recht verärgert. Deshalb entzieht er sich Ihrem Zugriff. Wenn meine Informationen richtig sind, ist es nicht unsere Polizei, die Wagner fürchtet, Majestät. Es sind seine Gläubiger. Unsinn! Wenn Wagner in Stuttgart ist, fahre ich selbst hin und überbringe ihm meine Einladung und meine Entschuldigung. Darf ich Eure Majestät daran erinnern, dass unser Außenminister Ihnen dringend ans Herz gelegt hat, nach Bad Ischl zu fahren? Nicht nur der Kaiser von Österreich und Kaiserin Elisabeth weilen dort, sondern ebenso der preußische Kronprinz, die Zaren und... Geruht unser Außenminister einzusehen, dass unsere Freundschaft mit Richard Wagner weitaus wichtiger ist als die Allianz mit all den gekrönten Häuptern in Bad Ischl? Ich fürchte, Majestät, dass er das nicht einsieht. Dann bringen Sie es ihm bei. Und sagen Sie ihm, dass ich hier bleibe, bis man Richard Wagner gefunden hat. Unter diesen Umständen nehme ich das Problem selbst in die Hand. Es ist nur eine Geldfrage, glauben Sie mir. Wir dürfen jetzt keine Fehler mehr machen. Wagner wird einen Brief von mir bekommen und ein Geschenk. Ich hätte mich vielleicht deutlicher ausdrücken sollen, Majestät. Sie haben recht, ein Geschenk ist erforderlich. Nun, was Euer Majestät Besuch in Bad Ischl betrifft, wären wir... Wir haben uns lange nicht gesehen, mon Cousin. Manchmal befallen mich Zweifel über meine Zukunft als Kaiserin. Deshalb bereite ich mich auf eine Karriere als Zirkusreiterin vor. Haben Sie sich verändert? Ma Cousine? Mon Cousin? Wie lange ist es her, seit wir uns das letzte Mal sahen? 5 Jahre? Nein, mehr. 5 Jahre und 6 Monate. Sie haben ja ein erstaunliches Gedächtnis. Danke, bis morgen. Ich bedauere sehr, dass ich Ihrer Krönung nicht beiwohnen konnte, aber... Moment, warum eigentlich? Ihre Botschaft war, Sie liegen krank im Bett? Nein, das stimmte nicht. Ich hatte vorzukommen. Aber ich habe meinen Entschluss geändert, als ich an die versammelte Verwandtschaft dachte. Das habe ich heute Abend auch getan. Wirklich? Ich wollte gerade zum Abendessen, als ich erfuhr, wo Sie Wer waren. hat es Ihnen gesagt? Das war mein Generaladjutant. Er weiß immer alles ganz genau. Er wusste, dass Sie heute Abend nicht zum Diner kommen würden. Wieder unter dem Vorwand, krank zu sein. Und wo Sie waren, wusste er auch. Wie gut. So bin ich hierher gekommen, um Sie zu suchen.
Und gaben auch vor, krank zu sein, wie ich, nehme ich an. Doch. Doch, Sie haben sich tatsächlich verändert. Sie sind schöner geworden. Der schönste König in ganz Europa. Das ist kein großes Kompliment, aber... Wollten Sie mich begrüßen oder mir nachspionieren? Ich weiß nicht. Beides. Außerdem komme ich so um das Diner herum. Ich mag diese offiziellen Auftritte nicht. Man muss sich erst an sie gewöhnen. Aber auch Sie. Ach, mit mir ist es ganz anders. Ich verschwinde einfach, wann ich will. Und zwar vor aller Augen. Aber wissen Sie, es stimmt. Man sagt, dass Sie mir immer ähnlicher werden. Was meinen Sie? Ich weiß nicht. Aber es würde mich freuen. Und Sie? Warum nicht? Doch, mich auch. Gehen Sie ruhig ins Hotel, Gräfin Ferenczi. Ich brauche Sie nicht. Ich habe Begleitung. Vielen Dank. Hoheit? Ich habe noch keine Lust, heimzufahren. Stehe zu Diensten. Ich lasse mich von Ihnen entführen. Mit Vergnügen. Eine Veränderung, welcher Art auch immer, ist eine Täuschung. Neue Orte, neue Gesichter, neue Lebensgewohnheiten. Das war für eine junge Frau wie mich, die ich von Natur aus neugierig bin, interessant und erfüllend. Ich sehnte mich nicht einmal nach meiner Familie. Am Anfang. Es gab so viel Neues zu sehen. Ich hatte meinen Mann zu lieben, bis mir klar wurde, dass er mit meiner Liebe nichts anzufangen wusste und schon eine neue suchte. Die Zuneigung meiner Schwiegermutter zu gewinnen, gab ich auf, als ich erkannte, wie abscheulich diese Frau war, die mir sogar meine Kinder entzog und sie in die Hände von Erziehern, Generälen und Priestern gab. So wurden auch sie mir bald fremd. Irgendwann überkam mich das Gefühl, dass das, was ich zu Hause nannte, in Wirklichkeit ein unheimlicher, düsterer und kalter Palast war. Ich konnte nicht mehr verstehen, wie ich es 10 Jahre darin ausgehalten hatte, eingesperrt. Entsetzlich. Ich fühlte mich wie ein Schmetterling, der vom Licht angezogen in ein Haus fliegt und darin gefangen bleibt. Mir war, als erwachte ich mit einem Mal aus einem langen Schlaf. Und ich wurde krank vor Traurigkeit, bis ich eines Tages geflohen bin. Madeira, Korfu, Griechenland, Italien. Italien. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Ich kann mich nur schützen, indem ich davonlaufe. Sie sagen, ich sei exzentrisch. Aber das haben Sie schon früher gesagt. Als Sie erkannten, dass ich die Hofburg, dieses Gefängnis hasse, dass ich mich zu Tode langweile mit einem Ehemann in Uniform, der nichts anderes im Kopf hat als Krieg führen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Sie kritisieren mich immer. Also warum soll ich nicht tun, was ich will?
von Ihnen nur mit größter Bewunderung gesprochen. Ja, die Verwundeten in den Lazaretten weinen vor Glück, wenn ich sie besuche. Für offizielle Besucher eigne ich mich vortrefflich, wenn ich nur schön sein muss, um jemanden zu faszinieren. Was man auch von Ihnen hier erwartet. Wen sollen Sie denn bezaubern? Den Zaren? Ich höre, Sie sollen seine Tochter heiraten. Das habe ich auch gehört. Aber ich möchte noch nicht heiraten. Ich bin erst 19. Ich war 16, als ich mich vermählte. Und nun sagen Sie, ich sei zu jung gewesen und langweile mich jetzt. Sie sagen, ich hätte viele Liebhaber, sogar unter meinen Lakaien. Was denken Sie? Ist es wahr? Ich denke, jeder Mensch muss sich einfach in Sie verlieben. Sehr galant, aber keine Antwort. Ist es wahr oder nicht? Ich hab's noch nie gehört. Sie wollen nicht antworten. Nun gut, dann stelle ich Ihnen eine andere Frage. Ist es wahr, was man über Sie erzählt? Was hat man Ihnen erzählt? Dass Sie noch nie eine Beziehung zu einer Frau hatten. Ich bin Katholik. Ist das der Grund? Sie sollen so gern allein sein, sagt man. Und die Menschen um sich herum verachten. Und häufig nachts ausreiten. Man nennt sie den Mondanbeter. Ich tue dasselbe. Nur glaube ich nicht, ich wäre Siegfried. Ich habe mich nie für Siegfried gehalten. Bis heute Nacht nicht. Wissen Sie, nur einmal fürchtet Siegfried sich. Wenn er zum ersten Mal einer Frau begegnet. Meine Herren. Ma chère cousine? Sie gefällt mir nicht. Wer? Die Zarewna. Sie können sie nicht heiraten. Ich verbiete es. Ich gehorche. Sie brauchen nur zu befehlen. Ich gehorche immer. Vorsichtig. Ich könnte das ernst nehmen. Oh nein, Sie nehmen mich nie ernst. Sie verstehen mich nicht. Sie sind wunderschön, aber es fehlt Ihnen an Witz. Darum brauche ich Sie. Offensichtlich nicht. Sie reisen morgen ab. Ich muss. Vielleicht hört es auf zu schneien. Wir haben in 3 Tagen Vollmond. Ich werde allein sein. Wir könnten nachts zusammen reiten. Wollen Sie nicht mitkommen? Warum müssen Sie denn so dringend nach München zurück? Wer wartet dort auf Sie? Ich werde unseren Geheimdienst fragen. Sie verheimlichen mir doch etwas. Seine Majestät reiste nach Bad Ischl, kurz nach Wagners Ankunft in München. Seine unerwartet lange Abwesenheit erweckte die Hoffnung, dass es der Tochter des Zaren gelungen war, den König von seinen Plänen abzulenken, die das Theater betrafen, und seinen geliebten Wagner, der inzwischen überdeutlich vorgeführt hatte, was er in Wirklichkeit war. Ein skrupelloser Ausbeuter. Das Haus ist einfach unmöglich. Es entspricht in keiner Weise meinem Geschmack. Es muss ganz neu eingerichtet werden. Ich will andere Vorhänge und vor allem ein neues Klavier. Außerdem müssen noch viele Möbel aus Wien kommen. Und was mir von diesen nicht gefällt, werfen wir hinaus. Es fehlt doch nichts. Ich finde es fast zu schön. Fast zu schön, zu schön? Was wollen Sie damit sagen, fast zu schön? Nichts auf der Welt könnte zu schön sein für ein Haus, in dem ich arbeiten soll.
Bin ich vielleicht ein Landstreicher, für den ein Strohsack gut genug sein muss? Für mich ist alles Mittelmäßige unerträglich. Ich muss das Beste haben, wenn ich arbeite. Und außerdem brauche ich Sicherheit. Eine unsichere Zukunft ruiniert meine Nerven. Ich werde krank, ich kann keine einzige Note schreiben. Was nützt es davon zu träumen, dass meine Werke zu Ehren kommen, wenn ich tot bin? Meine Musik soll jetzt gespielt werden. Wann ich es will und wie ich es will. Natürlich. Aber das ist doch kein Traum, sondern wunderbare Wirklichkeit. Ja, Sie haben recht. Es ist einfach wunderbar. Da ist dieses Haus, da ist mein Gehalt. Und für Tristan sind die Proben vorbereitet. Der arme Tristan musste 6 Jahre warten. Und bald werden wir das Theater haben, das ich mir erträumte. Der König lässt mir freie Hand. Ich habe Semper geschrieben. Er wird mit den Plänen herkommen. Die Aufgabe ist ganz nach seinem Geschmack. Wir müssen sofort damit anfangen, die Sänger für Tristan zu engagieren. Glauben Sie, dass Meyer frei sein wird? Wenn nicht, wen würden Sie sonst vorschlagen? Ich hoffe, er ist nicht frei. Wir sollten vielleicht einen anderen nehmen. Seit einiger Zeit ist er... Verzeihen Sie, aber wahrscheinlich gibt es Einwände gegen mich. Schließlich hat München genug gute Dirigenten. Und ich bin ein Fremder hier. Da gibt es bestimmt Schwierigkeiten. Ich habe keine Einwände und darauf kommt's an. Der König lässt mir freie Hand, ich sagte es schon. Er umarmte mich und fiel mir fast zu Füßen, als wir uns zum ersten Mal trafen. Ich war bewegt, zutiefst bewegt. Außergewöhnlicher Junge. Ich möchte Sie bald mit ihm bekannt machen. Falls er je zurückkommt. Er sagte, er bliebe nur einige Tage weg, jetzt sind es schon 3 Wochen. Der Hof nutzt die Abwesenheit des Königs auf seine Weise. Sie zahlen meine Rechnungen nicht mehr. Der König muss sie erst genehmigen. Grotesk. Er ist wie ein junger Gott, herabgestiegen vom Olymp. Aber er ist umgeben von stumpfsinnigen, misstrauischen Krämerseelen. Die haben nichts übrig für mich. Sie müssen also zu mir ziehen. Uff. Ja, 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 ja. Also abgemacht, Frau von Bülow. Kommen Sie mit nach oben. Ich zeige Ihnen die anderen Räume, wenn es Ihnen recht ist. Aber ja, natürlich. Aber die Kinder werden Sie stören. Ach, Unsinn. Das Haus ist groß. Die werden niemanden stören. Es wird bald noch ein Kind hier sein. Atmest du nicht mit mir die süßen Düfte? Oh, wie so hold berauschen sie den Sinn. Geheimnisvoll sie nahen durch die Lüfte. Fraglos geb ihrem Zauber ich mich hin. So ist der Zauber, der mich dir verbunden. Da, als zuerst ich Süße dich ersah. Nicht deine Art ich brauchte zu erkunden. Dich sah mein Auge und mein Herz begriff dich da. Ja, das ist wunderschön. Das kann ich nachempfinden, ohne die Musik zu vermissen.
Aber Wagners Poesie wirkt durch seine Musik. Und seine Musik wirkt durch seine Poesie. Sie gehören zusammen, sie sind eins. Und aus dieser kraftvollen Verschmelzung entsteht eine neue Sprache. Eine Sprache, die von allen Menschen verstanden wird. Überall auf der Welt, in allen Ländern. Eine Sprache zur Vermittlung großer Ideen. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin überzeugt. Ich weiß genau, dass man seinem Volk kein größeres Geschenk machen kann, als seinen Geist zu bereichern. Mon Cousin, was wollen Sie aus Ihren Bayern machen? Ein Volk von Musikern? Sie machen sich lustig, aber für mich ist das von höchster Bedeutung. Ich habe Wagner den Mut zu verdanken und den Glauben, dass ich mein Leben mit Sinn erfüllen kann und mich nützlich machen kann auf dieser Welt. Und sei es nur in der bescheidenen Rolle des Vermittlers. Das alles verdanke ich ihm. So wie ich Ihnen verdanke. Was verdanken Sie mir? Das Glück dieser wundervollen Tage, in denen ich nur darauf wartete, Sie wiederzusehen. Ungetrübte, vollkommene Seligkeit. Versprechen Sie mir, mich nie im Stich zu lassen, mir immer beizustehen. Tun Sie das? Einverstanden. Sie sind wie ein Kind, Ludwig. Auch ein wenig verrückt. Nun ja, das trifft wohl auf die ganze Familie zu, einschließlich meiner. Versprechen Sie mir, mich nie zu verlassen. Nur das eine, dass ich Sie immer sehen kann, wenn ich Sie brauche. Wenn auch nur für einen Moment. Für einen Moment, der nur mir gehören soll. Ich verspreche es Ihnen, auch wenn ich nicht weiß, wie ich das machen soll, wenn Sie in München sind und ich in Wien. Ich erreiche Sie, wo immer Sie sind. Auch wenn Sie nicht zu mir kommen können. Ich weiß ja, dass Sie auf den Possenhofen sind. Nicht wahr? Und von jetzt an werde ich... Ich weiß, wann Sie kommen müssen. Zur Premiere des Tristan von Wagner. Unsere Oper soll nun endlich aufgeführt werden. Er wartet darauf seit 6 Jahren. Und ich werde es ihm ermöglichen, wie versprochen. Sie müssen sie einfach sehen. Sie ist wundervoll. Und Sie werden alles verstehen, was ich versucht habe zu sagen. Und dann verstehen Sie auch mich, was mit mir geschehen ist in diesen wenigen Tagen. Ich hoffe, wir sind danach einen Moment allein. Und Sie werden mir sagen, jetzt habe ich verstanden. Wissen Sie, wo ich auf Sie warte? Hm? Wissen Sie noch damals, vor 5 Jahren, auf der Roseninsel? Wenn die Fahne aufgezogen ist, warte ich. Wissen Sie noch? Kommen Sie. Sie müssen es mir versprechen. Tristan ist wie ein Ozean aus harmonischen Klängen, in den man hineintaucht wie in eine Umarmung. Elisabeth! Sophie! Wo bist du gewesen? Wann seid ihr gekommen, Sophie? Spät. Gräfin Ferenc, sie sagte, du hättest dich gerade hingelegt und sie dürfe dich nicht stören. Es sei deine Anordnung. Man darf nichts darauf geben, was diese dumme Ferenc sagt.
Nun ja, ich fühlte mich nicht besonders gut. Könnte man sagen. Aber wo bist du gewesen? Ich konnte nicht schlafen und bin ausgeritten. Ganz allein? Aber natürlich. Ich habe einen Stallburschen mitgenommen. Ruhig. Komm, hilf mir beim Ausziehen. Hübsch bist du geworden. Wirklich hübsch. Ist das wahr? Und jetzt in diesen Tagen musst du dich ganz besonders hübsch machen. Warum denn? Jemand wartet mit Sehnsucht auf dich. Auf mich? Mhm. Er hat seine Abreise um 14 Tage verschoben, nur um dich wiederzusehen. Aber wer denn? Sag's mir bitte. Wen würdest du gerne wiedersehen? Hm? Das weiß ich nicht. Er ist schön, er ist dein König und er wird dein Ehemann. Aber wer? Ludwig. Ja, natürlich. Unser Cousin? Ludwig. Ludwig. Ihre Majestät bedauert. Sie fühlt sich nicht wohl heute Morgen und möchte nicht ausreiten. Aber die Kaiserin bittet darum, dass Eure Majestät heute Abend um 7 Uhr zum Diner in Ihre Privatgemächer kommen. Danken Sie, Ihre Majestät, Gräfin Ferenczi. Es wird mir eine Freude sein, zu kommen. Mein Pferd. Ma tante? Eure Majestät. Marie? Karl Theodor? Majestät. Sophie? Mathilde? Nee. Maximilian? Ich wusste gar nicht, dass Sie mit der ganzen Familie nach Bad Ischl gekommen sind. Majestät, kennen doch Elisabeth und ihre Kapricen. Plötzlich vermisst sie ihre Brüder und Schwestern. Da mussten wir natürlich sofort herbeieilen. Nun, ich hoffe, Elisabeth fühlt sich besser. Oh, Sie dürfen mir glauben, Majestät. Wir alle haben unser Bestes getan, um sie ein bisschen aufzumuntern. Ganz bestimmt. Wir hatten eine angenehme Fahrt. Ich mag Reisen nicht. Mon Cousin? Ich habe von meinem Kurier aus Schloss Berg diese Blumen. Aus dem Treibhaus dort. Wie wundervoll sie duften. Sophie, riech mal. Oh ja, wundervoll.
danke schön. Ich habe Sie lange nicht gesehen. Ich freue mich, wieder unter Ihnen weilen zu dürfen. Sie trinken doch ein Glas mit mir. Mit Vergnügen, Majestät. Schon lange hat es hier in Bad Ischl nicht mehr ein so glänzendes Zusammentreffen gegeben wie dieses Jahr, glaube ich. Elisabeth hat mir erzählt, dass die Zarentochter hier ist. Und der Kronprinz von Preußen. Und demnächst wird auch der Kaiser erwartet. N'est-ce pas, Elisabeth? Ja. Ja, Franz hat telegrafiert. Er will so schnell wie möglich hier sein. Es gibt doch nichts Hübscheres als ein richtiges Familientreffen. Euer Majestät haben ganz recht daran getan, mit Elisabeth darüber zu sprechen. Durften Sie nicht, Herr? So werden alle Sophies Anwesenheit hier für einen Verwandtenbesuch halten. Sophie? Ja? Sophie bewundert Wagners herrliche Musik fast so sehr wie Sie, mon Cousin. Ich bin sicher, Sie beide hätten sehr viel Gesprächsstoff zusammen. Ich bin untröstlich. Ich muss diesem Vergnügen entsagen. Ich bin nur hier, um mich zu verabschieden. Ich muss morgen früh zurück in München sein. Ich fahre noch heute Nacht. Und nun, ma tante? Entschuldigen Sie mich bitte. Ludwig. Ich muss mich bedanken für diese Tage voller Glück. Ich werde auf Sie warten, auch wenn Sie mir nie etwas versprochen haben. Sie müssen zum Tristan kommen. Wenn Sie die Musik von Wagner hören, werden Sie alles verstehen, was ich versucht habe, Ihnen zu sagen. Und dann verstehen Sie auch mich. Sie müssen kommen. Die Uraufführung des Tristan von Richard Wagner, die im Juni des Jahres 1865 mit großem Aufwand erfolgte, kostete die Staatskasse eine Unsumme. Obendrein bezahlte der König eine enorme Summe aus seiner Privatschatulle, um mit Pomp und Pracht Kaiserin Elisabeth zu empfangen. Aber sie hatte sich entschieden, diesem Ereignis nicht beizuwohnen und so alle unverhüllt ihre Missbilligung spüren zu lassen.
hasse es, wenn jemand auf mich wartet. Hasse zu enttäuschen. Falsche Hoffnungen zu erwecken. Ich hatte keine Hoffnungen. Sie waren nicht im Theater, also dachte ich, Sie würden nicht kommen. Es war ein Triumph. Sie hätten den Applaus des Publikums erleben sollen. Er schien nicht enden zu wollen. Als Wagner zum Schluss auf die Bühne kam, sagte er, ich wünschte, ich könnte es Ihnen wörtlich wiederholen. Er sagte, wie Tristan und Isolde, die... Wie viel hat das alles gekostet? Was? Alles. Wagner, der Dirigent und dessen Familie. Ein Haus für Wagner, für den Dirigenten, für seine Familie. Warum wollen Sie das wissen? Das ist doch unwichtig. Es war ein Triumph. Triumph. Triumphe sind schnell vergessen. Oder sie rufen später sogar die heftigste Kritik hervor. Aber hier gab es die Kritik doch schon vor dem Triumph. Sie? Das gibt es doch gar nicht. Sie kümmern sich plötzlich um so ein gehässiges Geschwätz? Ja, wenn es berechtigt ist. Was wollen Sie eigentlich? In die Geschichte eingehen? Mit Hilfe Richard Wagners? Wie meine Schwiegermutter mit ihren lächerlichen Malern. Wenn Ihr Richard Wagner wirklich so großartig ist, dann braucht er Sie nicht. Ihre pathetische Freundschaft gibt Ihnen nur die Illusion, etwas Schöpferisches geleistet zu haben. So wie ich Ihnen die Illusion von Liebe gebe. Sie dürfen nicht allein bleiben. Sie wollen, dass ich Ihre unerreichbare Liebe bin, um sich selbst zu bestätigen. Sie brauchen Hilfe, die ich Ihnen nicht geben kann. Heiraten Sie. Heirate Sophie. Ich habe nie eine andere Frau geliebt. Als dich. Liebe bedeutet auch Pflicht. Und Ihre Pflicht ist es, die Wirklichkeit zu sehen. Vergessen Sie Ihre Träume. Herrscher wie wir können keine Geschichte mehr machen. Wir sind nichts als Pomp. Die Geschichte vergisst uns. Es sei denn, jemand gibt uns Bedeutung, indem er uns ermordet. Das ist die Musik, wie die Deutschen sie lieben. Ich nicht. Es vergeht kein Tag mehr ohne einen Angriff auf mich in den Münchner Zeitungen. Lesen Sie sie nicht. Ich werde veranlassen, dass man sie mit den Zeitungen verschont. Dann können Sie mir auch verbieten, das Haus zu verlassen. Man beschimpft mich auf der Straße. Am liebsten würde ich Sie tatsächlich einsperren, weil ich dann wüsste, dass Sie arbeiten. Für sich und für mich. Manchmal frage ich mich, ob meine Kraft ausreicht. Ich habe Vertrauen in Sie. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich vor dem Leben fürchte. Vor dem Leben, wie es war, bevor ich Sie kennenlernte, Majestät. Nun, wie Eure Majestät sehen können, haben wir keine Logen vorgesehen. Das Haus ist wie ein Amphitheater. Der Zuschauerraum ist nicht durch Platzabstufungen oder Ränge unterteilt. Das Orchester liegt ideal unterhalb der Bühne. Ich kann Ihnen das besser auf einer anderen Skizze zeigen. Auch die Beleuchtung ist ganz neuartig. Der Zuschauer kann sich voll auf die Bühne konzentrieren. Wir müssten das Haus in völlige Dunkelheit tauchen können. Was meinen Sie? 1500? Ja, 1500, vielleicht 1700. Semper weiß das noch nicht so genau. Ich hätte ja am liebsten 2000. Aber die Kosten. Ganz gewiss wird man sich deswegen für ein kleineres Theater entscheiden. Oder das ganze Projekt abblasen. Warum sagen Sie das? Weil es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Denken Sie doch nur an das Gerede bei der Tristan-Aufführung.
Ich kann mir die Kommentare vorstellen, wenn der Bau eines neuen Theaters bekannt wird. Sie werden tun, als würden sie ausgeraubt. Die lassen mich verhaften. Es ist unmöglich, für diese Horde von Ignoranten zu arbeiten. Große Denker haben stets die Bedeutung der Musik für ein Volk anerkannt. Aber hier spricht man immer nur von Geldverschwendung. Jeder Kreuzer wird gezählt. So viel für den Tenor, für den Sopran, für das Orchester. Die Sparsamkeit ist nur ein Vorwand. Es geht um etwas anderes. Das ist Sturheit und Dummheit. Verzeihen Sie mir, Majestät, aber Tristans Erfolg hatte mir so viel Freude gegeben. Und Hoffnung. Nun verderben diese vulgären Angriffe alles. Sie greifen ja auch Eure Majestät an. Sie sind bekümmert, traurig, ohne Enthusiasmus. Ich? Oh nein, ganz und gar nicht. Das dürfen Sie nicht sagen. Wenn Sie nicht bei mir wären, dann wäre ich wirklich verzweifelt. Sie, meine Stärke, mein einziger Trost. Ich werde all meine Kraft für dieses Theater einsetzen. All meine Liebe. Verzeihen Sie, dass ich störe. Aber es wird dunkel und die arme Fanny hat sich nicht hereingetraut, um die Lampen anzuzünden. Oh nein, Sie müssen uns verzeihen. Darf ich mir erlauben, Ihnen Tee zu servieren? Ja, bitte. Wie fühlen Sie sich, Meister? Möchten Sie nicht ein bisschen ausruhen? Milch, Majestät? Bitte, ja. Ist Ihnen nicht wohl? Nein, nein, alles in Ordnung. Warum hat man mir nichts gesagt? Dankeschön. Ich hätte bis morgen warten können. Es geht mir gut. Das ist nicht wahr. Jeder Mensch mit sensiblen Nerven wie ich hat seine Hochs und Tiefs. Ich hatte jahrelang Kopfschmerzen. Es waren nicht einfach Kopfschmerzen. Warum verbergen Sie Ihren Gesundheitszustand vor seiner Majestät? Bitte. Ich möchte die Wahrheit über des Meisters Krankheit erfahren. Ich habe die Wahrheit gesagt. Nein. Wissen Sie, allzu viel kann ich Ihnen leider nicht sagen, da wir ja erst seit kurzer Zeit hier bei dem Meister leben. Aber ich habe denselben Eindruck gewonnen wie mein Mann, der mit dem Meister schon seit Jahren befreundet ist. Es stimmt, der Meister hat schon immer unter nervlicher Belastung gelitten, aber es war noch nie so schlimm wie im Augenblick. Zu seinen Kopfschmerzen kommt noch Schlaflosigkeit. Ich mache mir Sorgen. Und ich fürchte, Medizin kann in diesem Fall nicht helfen. Man muss den wirklichen Ursachen dieser Beschwerden auf den Grund gehen. Der Meister soll sich nicht über diese Skandalblätter ärgern. Sie sind es nicht wert. Verzeihen Sie, es ist nicht so sehr das Geschwätz in den Zeitungen, was den Meister erregt. Und es ist auch nicht die Ungewissheit wegen des Theaterprojekts. Er sorgt sich um die Zukunft, weil er sich einer peinlichen Situation ausgesetzt sieht, ohne ihr begegnen zu können. Verpflichtungen finanzieller Art, Schulden. Verzeihen Sie, lieber Meister, aber seine Majestät hat mich gebeten, offen auszusprechen, was mich bedrückt. Alle diese Sorgen können Sie vergessen. Sie haben doch mich. Oh, gewiss, Majestät. Aber ich muss gestehen, dass der Meister recht hat. Wenn man nur Gast ist, genießt man eben keine absolute Sicherheit. Aber der Meister ist doch kein Gast. Er bezieht ein Gehalt wie jeder Mitarbeiter. Als mein wertvollster Mitarbeiter. Sehr richtig. Warum besprechen wir solche Dinge? Oh, weil das Dinge sind, von denen Sie häufig reden und an die Sie ständig denken. Warum sollten wir nicht offen sein zu seiner Majestät? Madame von Bülow. Ich muss mich dieser Tage mal mit Frau von Bülow unterhalten. Mit meiner Verbündeten. Sie wird mir verraten, wie man meinem Freund die Nachtruhe zurückgeben kann. Bitte, bitte. Nicht doch, ich weiß den Weg. Lassen Sie mir die Freude, mich hier zu Hause zu fühlen. Ich begleite seine Majestät hinaus.
Soll ich Ihnen sagen, was dem Meister fehlt? Ich glaube, er möchte Eure Majestät in einem Brief um etwas bitten, wie mein Mann mir sagte. Der Meister hätte gern eine Geldsumme zur Verfügung, die ihm erlauben würde, seine Schulden zu begleichen und ruhig in die Zukunft zu schauen. Andernfalls würde er München lieber verlassen. Oh nein, nein. Er benötigt 200.000 Gulden. 200.000 Gulden. Die Hälfte der Summe wäre sofort fällig und der Rest in Teilbeträgen, monatlich zahlbar. Das wird schwierig. Das kann ich nicht allein entscheiden. Ich werde umgehend die nötigen Schritte veranlassen. Ich sende dem Meister eine Antwort. Sie versprechen den Himmel auf Erden, schwören ewige Liebe und dann... Ist das der große Förderer der Kunst, dieser kleine, gerne groß? Dieses Produkt einer Familie von Hohlköpfen. Er wird dir alles geben, was du verlangst. Ich weiß es. Ah, mein Liebling, mein Liebling. Liebe Cosima. Was ist das für ein Land, in dem wir leben? Ein Polizeistaat? Pfistermeister lässt meine Gäste durch die Polizei einladen. Und seit sie hier sind, lässt er sie bespitzeln. Und der gesamte Briefverkehr meiner Gäste wird hierher gebracht wie Trophäen. Es ist unerhört. Es ist unerhört! Das sind normale Vorsichtsmaßnahmen. Und in diesem Fall sind Sie sogar besonders angeraten, weil Wagner ein Fremder ist, der im Ruf steht, revolutionär zu sein. Wenn Richard Wagner kein Künstler wäre, er wäre ein Heiliger. Sein Genie hat eine Moral, die befreit und reinigt. Seine Kunst erleuchtet. Eine rettende Kraft gegen die Übel unserer korrupten Gesellschaft. Richard Wagners Name wird die Jahrhunderte überdauern. Weil Kunst Wahrheit ist. Was uns ein Künstler hinterlässt, sind nicht seine Schwächen. Was später zählt, das ist sein Werk. Eure Majestät haben gewiss recht. Aber, wenn ich so sagen darf, es wäre sehr gefährlich, den Hütern von Gesetz und Ordnung zu erlauben, Ausnahmen zu machen. Sie betrachten die Dinge anders als wir. Für Sie ist Richard Wagner einfach ein Mann, der Steuergelder verschwendet. Madame von Bülow ist keine Muse, sondern Ehebrecherin. Und ihr Gemahl ist ein gemeiner Opportunist, der so tut, als ob er nichts wisse vom Verhältnis zwischen seiner Frau und Wagner. Nur aus Angst um seinen Posten. Das sind Lügen, nichts als Lügen. Nein, es ist die Wahrheit. Wie klar aus diesen Briefen hervorgeht. Dem sollten sich Eure Majestät nicht verschließen. Wagners Gegner mögen vielleicht nicht viel von seiner Kunst verstehen, aber Lügner sind sie nicht. Herr Wagner und die Bülows warten draußen im Vorzimmer. Sie bitten mit größtem Nachdruck darum, empfangen zu werden. Nein.
lasse bitten. Seine Majestät, der König, bittet Sie jetzt einzutreten. Ah, danke. Eure Majestät haben mir geraten, mich nicht um die Klatschmeldungen über mich zu kümmern. Die hämische Kritik, die Angriffe, die Anspielungen, die Beleidigungen durch die Presse. Ich bin Ihrem Rat gefolgt, Majestät. Ich habe das alles schweigend hingenommen. Und ich würde weiter schweigen, ging es dabei nur um mich. Aber jetzt ist etwas geschehen, was mich nicht mehr allein betrifft. Im Volksboten ist ein Artikel erschienen. In dem steht, dass meine Frau die Geliebte Richard Wagners ist. Ich habe den Verleger zum Duell gefordert. Das ist sehr ernst, Majestät. Ja, das ist es. Es ist sehr ernst. Denn wir stecken ja unter einer Decke. Meister von Bülow weiß über seine Frau Bescheid. Er tut aber so, als ob er keine Ahnung hätte, weil er befürchtet, den einträglichen Posten als Dirigent von Wagners Opern zu verlieren. Und ich, der ich ebenfalls Bescheid weiß, weil mein Freund Wagner mir ja nichts verheimlicht. Mir, als Gönner, vertraut. Besonders nicht eine so wichtige Sache, die nicht nur sein Privatleben betrifft, sondern auch die Öffentlichkeit. Ich, Freund und Bewunderer, Verbündeter. Natürlich helfe ich meinem geliebten Künstler. Diese Verleumdung ist widerlich, Eure Majestät. Sie ist unverzeihlich, unverzeihlich. Nur Eure Majestät kann uns helfen und das bereinigen. Wenn Eure Majestät Herrn von Bülow einen Brief schreiben würde, nur ein paar Zeilen, die Achtung und Anerkennung ausdrücken würden, und wenn dieser Brief dann in den Zeitungen veröffentlicht würde, Lohengrin muss kämpfen, um Elsa zu retten. Ich würde mich lieber duellieren, als einen Brief schreiben. wenn es Eurer Majestät recht ist, ich habe einen Entwurf vorbereitet. Lieber Herr von Bülow, da ich den edlen und hochherzigen Charakter Ihrer verehrungswürdigen Frau Gemahlin schätzen gelernt habe... In Ordnung. In Ordnung. Ich verstehe. Ich schreibe den Brief ab und übersende ihn morgen. Soll ich Eure Majestät nicht den Rest vorlesen? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich bin sicher, er ist vortrefflich. Majestät, ich bin so dankbar. Es ist nicht der Rede wert. Wagner weiß, wie hoch ich wahre Freundschaft schätze.
Seine Majestät der König hat mich beauftragt, Sie anzuweisen, München so schnell wie möglich zu verlassen. Hier ist das Schreiben seiner Majestät. Lieber Freund, obwohl es mir sehr weh tut, muss ich Sie bitten, dem Ersuchen, das Ihnen Sekretär Lutz vorträgt, zu folgen. Meine Liebe zu Ihnen wird niemals enden. Ich bitte Sie, Ihre Freundschaft für mich immer zu bewahren. Ich konnte nicht anders handeln. Bis in den Tod, Ihr getreuer Ludwig. Bitte sag gar nichts. Ich kann Ihnen versichern, dass bei seiner Majestät, dem König von Bayern, eine gewisse seelische Instabilität deutlich zu erkennen war. Und zwar schon vor Anfang unserer Teilnahme an dem unseligen Krieg im Jahre 1866. Die von unserem König gegenüber der Regierung eingenommene Haltung, welche unser Bündnis mit Österreich rückhaltlos unterstützte, verursachte im Volk eine gefährliche Unzufriedenheit. Guten Tag. Seine Majestät ist nicht hier. Wir müssen den König sprechen. Sollen wir warten? Wir wissen nicht, wann der König kommt. Meine Herren? Herein. Majestät, seine königliche Hoheit Prinz Otto. Sind Sie wütend? Sie warten nur auf mich? Sie glauben, du bist nicht da? Lass sie warten. Wir müssen noch heute Abend nach München zurück. Ja, und morgen? Morgen gehe ich dann wieder an die Front. Leidest du sehr unter all dem? Ja, ich hasse es. Dieser Geruch und dieser Schmutz. Die Schmerzensschreie der Soldaten im Feldlazarett, wenn sie ohne Narkose operiert werden, weil kein Chloroform mehr da ist. Was wollen Sie diesmal von mir?
Geh nach München zurück. Du bist doch der König. Ludwig. Wir verlieren den Krieg. Schau. Das sind die 4 Mondviertel. Weißt du noch, wie wir als Kinder nachts zum Fischen gingen? Ja. Und du warst immer wütend, weil ich mehr gefangen habe als du. Weil ich der König war. Ich habe diesen Krieg nicht gewollt. Ich will, dass das alle wissen. Sie sollen das endlich einsehen. Ja. Was hast du denn? Ich weiß auch nicht, was das ist. Meine Augen brennen so. Vielleicht kommt es davon, dass ich nicht mehr schlafen kann. Und wenn ich schlafe, träume ich, ich könnte nicht schlafen. Und meine Augen nicht schließen. Und ich liege da und schlafe, aber es ist, als ob ich wach wäre. Meine Augen sind weit offen und sie stechen. Das ist ja schrecklich. Warum bleibst du nicht hier bei mir in Schlossberg? Ich kann nicht. Du weißt es, dass ich zurück muss. Das bin ich auch unseren Verbündeten schuldig. Sie sind schließlich unsere Verwandten. Unsere preußischen Feinde sind auch mit uns verwandt. Bei uns bleibt alles in der Familie. Krieg führen, heiraten, Kinder zeugen. Lauter Inzeste und Brudermorde. Und wir wissen nie warum. Du bist doch König. Du hättest den Krieg verbieten müssen, wenn du ihn nicht gewollt hast. Das habe ich. Ich habe nichts unterlassen, um meine Meinung klarzustellen. Dieser Krieg geht mich nichts an. Für mich existiert er nicht. Sag den Generalen, dem König ist der Krieg nicht bekannt.
Wer ist da? Wer bist du? Ich bin's, der Volk. Warum bist du nicht im Schloss? Wer hat dir erlaubt, das Schloss zu verlassen? Ich dachte, Eure Majestät braucht mich nicht mehr und da bin ich... Ein Lakai darf im Dienst die königlichen Gemächer nicht verlassen. Weißt du das nicht? Doch, Majestät. Und trotzdem bist du hier, statt auf deinem Posten und badest. Ich konnte nicht schlafen. Hattest du keine Angst, dass die Wachen dich erwischen? Nein, ich höre sie ja immer kommen. Und dann kann ich mich im Schilf verstecken. Kannst du schwimmen? Nur ein bisschen, Majestät. Ich komme aus den Bergen. Ich gehe heute nur so weit, wie ich stehen kann. Frierst du nicht? Ja, schon. Ein bisschen, Majestät. Hier, nimm den Mantel. Hilf mir. Bitte hilf mir. Hilf mir. Ich flehe dich an. Bitte, bitte hilf mir. Die Angelegenheit ist von größter Dringlichkeit und Bedeutung. Graf Dürkheim bittet, von seiner Majestät empfangen zu werden. Ich lasse bitten. Wir sind besiegt, Majestät. Wir haben kapituliert. Hatten Sie schwere Verluste? Nein. Wir hatten nicht so schwere Verluste. Der Feind war in der Übermacht. Es hat unsere Truppen demoralisiert. Die Fortsetzung der Schlacht hätte zu einem sinnlosen Massaker geführt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Und dass es nicht zu lange gedauert hat. 7 Wochen, Majestät. Eine Ewigkeit für alle, die das durchgemacht haben. Was ist mit meinem Bruder Otto? Prinz Otto ist in München. Er ist sehr deprimiert. Sie mögen meinen Bruder gern, nicht wahr, Dürkheim? Ja, Majestät. Ich mag ihn sehr. Otto wird mal Ihr König sein. Schon bald. Weil ich... Seine Hoheit, Prinz Otto, ist schrecklich unglücklich. Er ist so jung. Und doch scheint es so, als wäre seine Jugend verbraucht, ohne dass er sie gelebt hat. Seine Vorhaben sind begraben von Enttäuschungen. Und er ist erfüllt von Trauer und Furcht. Er lebt in Einsamkeit und Angst. Er schläft nie länger als 2 Stunden. Er findet niemals Ruhe. Er hat nach dem Glück gesucht.
dort, wo es nicht möglich ist. Er sucht nach Sicherheit. Außerhalb der gesellschaftlichen Regeln. Warum sollte er nicht? Die Welt um uns herum ist unerträglich kleinlich. Die Menschen träumen nur von materieller Sicherheit. Um die zu erreichen, setzen sie sogar ihr Leben ein. Aber ich will frei sein. Frei, um das Glück im Unmöglichen zu suchen. Doch anders als mein Bruder will ich meine Ideen in die Tat umsetzen. Ich wollte nichts wissen von diesem idiotischen Krieg, weil ich ihn nicht verhindern konnte. Ich bin kein Feigling. Ich hasse die Verlogenheit. Ich will ehrlich leben. Für immer. Vergeben Sie mir. Und erlauben Sie einem einfachen Mann, seine Meinung vorzutragen. Eure Majestät haben gesagt, Sie möchten ehrlich leben. Ich glaube, Sie meinen, Sie wollen als freier Mensch leben, der nur seinen eigenen Gefühlen und Vorstellungen folgt, ohne Lügen und Heuchelei. Habe ich recht? Wahrheit und Ehrlichkeit haben mit dieser Suche nach dem Unmöglichen nichts zu tun, glaube ich. Die Freiheit, die sich auf Privilegien gründet, hat nichts gemeinsam mit der echten und wahren Freiheit. Der Freiheit, die allen gehört, nach der alle streben und auf die jeder Mensch ein Anrecht hat. Wir leben in einer Welt ohne Unschuldige, in der niemand das Recht hat, den Richter zu spielen. Ich spreche mit Ihnen wie mit einem Freund. Das Wohlwollen, das Eure Majestät mir immer wieder gezeigt hat, auch in der Jugend, gibt mir den Mut zu sprechen, wie mir zumute ist. Einfach von Mensch zu Mensch. Ich bin ein Soldat, den man auf dem Schlachtfeld allein gelassen hat. Im Moment der furchtbarsten Gefahr, aber ich fühle weder Zorn noch Verachtung für den Souverän, der mich im Stich ließ. Ich empfinde vielmehr tiefes Mitleid. Mein König glaubt, dass seine Entscheidung Mut beweist. Er meint, dass er das Glück erringen kann außerhalb der engen Grenzen, die die Pflicht uns setzt. Wer das Leben wirklich liebt, Majestät, der darf es nicht mit der Suche nach dem Unmöglichen verbringen, sondern muss es mit unendlicher Umsicht meistern. Auch ein König. Denn die große Macht, über die er verfügt, wird beschränkt durch die Grenzen der menschlichen Gesellschaft, zu der auch er gehört, auch er. Wer wird ihm jemals über diese Grenzen folgen können? Wer? Niemand kann das. Und schon gar nicht die bescheidenen, wehrlosen menschlichen Wesen, die nur eines wollen und suchen, ein wenig Sicherheit. Und zwar nicht nur materieller, sondern auch moralischer Art. Das sind die Menschen, von denen Eure Majestät mit großer Verachtung sprach. Folgen werden Ihnen also nur die, die diese Freiheit als Aufforderung verstehen, sich einem Leben der Lust hinzugeben, ohne jede moralische Hemmung. Nein, das können Sie nicht wollen. Das wäre ein Tross von gemeinen Lakaien, Ausbeutern, Gauklern. Nein, das glaube ich nicht. Eure Majestät muss solches Gesindel ablehnen. Es würde Ihre Großzügigkeit ausnutzen und Sie betrügen und hintergehen. Ich mag nicht glauben, dass ein junger Mensch nicht den Wunsch hat, seinem Leben einen anderen Sinn zu geben, dem Leben, das er noch ganz vor sich hat. Das ist gewiss sehr schwierig, da dieser Sinn für ihn ebenso gelten muss wie für Menschen einfachen Standes. Die Mittelmäßigkeit hinnehmen. Sicher braucht man Großmut, um Mittelmaß zu ertragen, besonders wenn man Ideale verfolgt, die nicht zu dieser Welt gehören. Ich weiß es.
Aber das ist die einzige Hoffnung, um der Einsamkeit in diesem Leben zu entfliehen. Ich muss meine Mutter sprechen. Oh, Ihre Majestät schläft noch. Weg sie! Ja. Sofort! Lauf! Beeil dich! Ihre Majestät, die Königin erwartet Eure Majestät. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so früh wecken ließ. Aber ich muss Ihnen etwas mitteilen. Und zwar gleich. Ich habe beschlossen zu heiraten. Ludwig. Ich war sicher, Sie würden es begrüßen. Wollen Sie mich nicht einmal fragen, wer die Frau meiner Wahl ist? Ich habe erwartet, dass Eure Majestät mich informieren. Ich habe vollständiges Vertrauen in die Wahl Eurer Majestät. Ich möchte, dass Sie sofort nach Possenhofen fahren und Herzog Max um die Hand von Prinzessin Sophie bitten. Sophie. Sophie ist die ideale Frau für Sie. Ich habe Pater Hoffmann gebeten, sofort herzukommen. Bitte empfangen Sie ihn gleich. Und ich möchte, dass Sie ihm meine Entscheidung mitteilen. Er soll Sie nach Possenhofen begleiten, da Prinzessin Sophie Katholikin ist. Ludwig, Ludwig! Auf Wiedersehen, Madame! Eure Majestät. Meinen Morgenrock, schnell, schnell! Sofort, Majestät. Na, wird's bald. Sag Bescheid, wenn Pater Hoffmann eintrifft, soll er sofort zu mir geschickt werden. Sehr wohl. Pater Hoffmann ist ja schon da. Majestät? Was ist denn geschehen? Haben Sie meinen Sohn gesehen? Oh ja, gerade eben, als er ging. Aber er hat mir kein Wort gesagt. Er schien mir sehr... Glücklich. Er ist ganz außer sich vor Freude. Ludwig ist im Begriff zu heiraten. Er bat mich, es Ihnen zu sagen. Und er möchte, dass Sie mich begleiten und um des Mädchens Hand anhalten. Das ist ganz korrekt, weil die Prinzessin katholisch ist und die Bitte einer protestantischen Mutter wohl nicht ausreicht. Er will sich vermählen. Mit Prinzessin Sophie, Elisabeths Schwester. Ist das nicht eine wundervolle Nachricht? Ach, es ist, als ob ich aus einem Albtraum erwachte. Wozu Sie nicht allzu viel beigetragen haben, wenn ich aufrichtig bin. Bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr.
Es ist für Sie sicher eine große Beruhigung. Ich hoffe nur, dass seine Majestät sich jetzt gefunden hat, innerlich gefestigt ist. Viele junge Menschen brauchen lange, um ausgeglichen zu werden. Seelische Harmonie Er hat zu sie finden. gefunden. Das Wichtigste ist, er hat sie gefunden und heiratet. Ich bin überrascht, dass seine Majestät nie mit mir über diese Absicht gesprochen hat. Ich will sagen, es ist zu hoffen, dass er sich diesen Schritt gut überlegt hat, den er zu tun gedenkt. Weil es eine Entscheidung ist, die nicht nur ihn selber betrifft, sondern auch die Gefährtin, die, so es dem Bitte, Willen das reicht. Gottes entspricht. Das Wichtigste ist, dass seine Majestät, sobald es nur irgend möglich ist, Sophie ehelicht. Das haben wir doch alle gewünscht. Nicht wahr? Gewiss, es ist eine große Beruhigung für uns alle und für das Volk. Im Übrigen wird in Anbetracht der nahen Verwandtschaft der Braut ein päpstlicher Dispens erforderlich sein. Natürlich, ja. Aber da wird es keine Schwierigkeiten geben. Ganz sicher nicht. Die Eltern waren auch Cousin und Cousine. So ist es. Und das ist auch die Ursache der vielen Anomalien, die bedauerlicherweise in den Häusern Wittelsbach und Hohenzollern aufgetreten sind. Aber soviel ich weiß, erfreut sich die junge Sophie bester Gesundheit. Und seine Majestät der König hat nie Anlass zur Besorgnis gegeben. Aber es wäre ratsam, auf die Scheu seiner Majestät Rücksicht zu nehmen. Sophie könnte ihm bestimmt sehr behilflich sein, mit dem nötigen Genau wie ihre Schwester wird auch Sophie lernen, dass sie im Leben nicht nur den Vorzug von Rechten und Privilegien genießt, sondern Pflichten hat. Viele, viele Pflichten. Alles Gute, mein Kind. Meine allerbesten Wünsche für euch beide, mein Sohn. Danke. Dürka? Majestät? Meine besten Wünsche. Ich bin wirklich sehr erfreut. Danke, Otto. Bravo, Otto. Sie sind immer so lieb. Oh, Elisabeth. Sophie. Nee, Mathilde. Marie. Mein liebes Kind. Mama. Ich bin ebenfalls sehr erfreut. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Schwager. Mein lieber Otto, Sie sind immer so lieb. Alle freuen sich. Und der Bahnhof sieht wundervoll aus mit den vielen Fahnen. Majestät. Ihr habt nicht geglaubt, dass ich kommen würde. Ich habe es auch nicht gedacht. Es ist immer alles so furchtbar kompliziert. Man hat mir gesagt, ma tante, dass die Regierungsgeschäfte nun hier geführt werden sollen. Da müssen Sie ja sehr viel renovieren lassen. Wer kümmert sich denn darum? Sophie. Nun behaupte dich mal. Aber Sophie ist nicht so wie ich. Ich sage immer, ob mir etwas passt oder ob es mir nicht passt. Ach, ich muss unbedingt etwas Heißes trinken. Entschuldigen Sie bitte. Dankeschön. Es geht schon. Verzeihen Sie, aber ich bin furchtbar durstig. Wir werden nicht hier in der Residenz leben. Nein? Bestenfalls für eine kurze Zeit. So kurz wie möglich. Bis das neue Haus fertig ist.
Was ist denn das? Damit beschäftige ich mich schon seit einiger Zeit. Ich möchte ein Schloss bauen. Kennen Sie noch das Graswangental? Bei Oberammergau. Es gibt noch eine Stelle, die ich ebenso sehr liebe. Vielleicht sogar noch mehr. Herrenchiemsee. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wir könnten morgen zusammen hinfahren. Und dort reiten. So wie in Bad Ischl. Es wird Ihnen gefallen. Ganz gewiss. Sie könnten mich beraten. Morgen bin ich nicht mehr hier. Tut mir leid. Ich reise ab nach Zürich. Ich habe die Reise nur unterbrochen, um Sophie zu sehen und Ihnen beiden zu gratulieren. Auch von Franz, natürlich. Einsam in trüben Tagen hab ich zu Gott gefleht. Des Herzens tiefstes Klagen ergoss sich im Gebet. Da drang aus meinem Stöhnen ein Laut so klagevoll, der zugewalkten Tönen in die Aus Anlass seiner bevorstehenden Vermählung erteilte der König den Auftrag, mit der Errichtung der unseligen Schlösser sofort zu beginnen. Ich übernahm die delikate Aufgabe seiner Majestät, zu einer Erfahrung zu verhelfen, die ihm bisher, wie man sagte, völlig unbekannt war. Es war alles so kompliziert. Sie haben mir viel von Ihnen erzählt und eine Unmenge von Ratschlägen gegeben. Wer? Nachdem der Adjutant Eurer Majestät mir im Theater die Einladung überbracht hatte, hier zu dinieren, war ich plötzlich der Mittelpunkt einer großen Staatsaffäre. Geschlossene Kutsche, heruntergelassene Vorhänge. Man brachte mich in ein Haus, das wie ein Amtsgebäude aussah. Und dann? Wollen Sie alles wissen? Sind Sie so neugierig? Danke. Ein paar Herren warteten dort auf mich. Einer war vom Erzbischof geschickt, glaube ich. Unglaublich indiskreter Mensch. Und ein anderer der Herren kam von Ihrer Majestät, der Königin Mutter. Oh mein Gott, Majestät. Ist immer alles so kompliziert, wenn ein König Lust auf Liebe verspürt? Da ist es doch für uns Schauspieler viel einfacher. Eine Geste, ein Blick und schon.
Man hat mir erzählt, dass Sie sehr schüchtern sind. Und dann haben Sie mich über alles Mögliche ausgefragt. Auch über meine Gesundheit. Tatsächlich? Es war einfach unanständig. Ein Skandal. Und ich soll niemandem etwas erzählen. Außer denen. Natürlich. Die wollen genau wissen, was passiert ist. Werden Sie es erzählen? Mit Eurer Majestät Erlaubnis werde ich Sie gründlich beschwindeln. Sie sind zu indiskret. Zu neugierig. Wir könnten uns lieben und sagen, es war nichts. Oder wir könnten es auch lassen und sagen, es war was. Wir dürfen Ihre Neugierde nicht enttäuschen. Sie müssen ihm was ganz Entsetzliches erzählen. Ich werde Ihnen sagen, dass Sie mich verprügelt haben. Aber werden Sie das glauben? Majestät, ich bin Schauspielerin. Oh. Die Wahrheit ist leider, dass Sie ja doch zu Ihnen gehen werden. Und Ihnen alles erzählen werden, was nicht passiert ist zwischen uns. Nicht wahr? Nein. 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 Dafür bezahlen Sie dich. Nein. Und du wirst es tun. Nein. Nein, Majestät, nein. Doch. Nein. 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 Ich weiß es. Warum solltest du auch nicht? Wenn du es heute nicht tust, tut es morgen eine andere. Ah! 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 Du glaubst wohl, ich weiß nicht, was hier vorgeht. Ich weiß es genau. Ich bin umgeben von Leuten, die alles beobachten, was ich tue. Doch nicht, um mich zu schützen, um mich zugrunde zu richten. Ich habe keine Ahnung, wie Sie Ihr Ziel erreichen wollen. Aber ich weiß genau, das ist Ihr Ziel. Ich kann nur eins tun. Zusehen. Fasziniert. Wie Sie mich langsam einkreisen. Es ist, als wäre ich Zeuge, wie Sie den Galgen errichten, an dem Sie mich hängen werden. Nein. Nein, Majestät, das stimmt nicht, Majestät. Sie... Geh schon und lass dich bezahlen. Und lass dich gut bezahlen. Mehr als du verdienst. Gehen Sie, Madame. Du Hure. Majestät! Majestät! Was habe ich getan? Warum denn? Majestät! 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 Warum helfen Sie mir nicht? Helfen mir! Fischt Madame Borowski heraus und schickt sie heim. Aber schnell. Majestät! Was habe ich getan? Diese Juwelen tragen die Königin von Bayern seit 700 Jahren.
Ich habe ein viel schöneres Geschenk für dich. Es bleibt ein Geheimnis. Du sollst es niemandem verraten. Du wirst den Meister kennenlernen. Richard Wagner. Unsere Verlobung ist anstrengender als eine Strafexpedition. Sie ist geradezu eine Plage, die Sophie ohne Klagen über sich ergehen lässt. Sie ist die perfekte Verlobte. Und sie schwärmt sehr für ihre Musikmeister. Wissen Sie, lieber Freund, wovor sie im Augenblick Angst hat? Sie fürchtet, ich könnte sie bitten, für sie zu singen. Sie fürchtet sich vor ihrer Kritik. Nicht nur als Sängerin, sondern auch als Verlobte. Sie glaubt, ich hätte sie Ihnen nur vorgestellt, um sie ihrem Urteil zu unterwerfen. Wann kommen Sie wieder? So schnell es geht. Und nicht heimlich bei Nacht. Ich komme mit meiner Frau und der neuen Oper für das neue Theater. Das wird meine Bitterkeit vertreiben. Und meine Einsamkeit. Sophie ist sehr lieb. Sie ist wunderschön und Ihnen ergeben. Zum ersten Mal habe ich Augen voller Liebe für Eure Majestät gesehen. Ich habe beschlossen, die Hochzeit zu verschieben. 1 Monat. Vielleicht 2. Ich wünschte, ich hätte es hinter mir. Ich höre schon jetzt, wie die Menge schreit. Die Bankette, die Zeremonien, die Trauung in der Kirche. Ein Albtraum, der mir keine Ruhe lässt. Meine Tanten, meine Onkel, die Verwandten aus ganz Europa. Küsse, Hände schütteln, die Glückwünsche, Umarmungen. Sie können mir Ihr Herz ausschütten, Majestät. Meine Zuneigung zu Ihnen ist unverändert seit dem Tag, als Sie mich damals nach München holten. Mich von der Armut befreiten und mich mit offenen Armen willkommen hießen. Ich habe das nie vergessen. Ich bin sofort hierher gekommen, weil ich erkannte, dass Eure Majestät mich brauchen. Vergessen Sie all die Dinge, die längst vorbei sind. Man kann Freunde betrügen, sie belügen und sie immer noch lieben. Seien Sie großmütig und versöhnlich. Ich weiß, niemand wird Ihnen einen Rat geben können, so wie ich. Denn was ich Ihnen sage, ist von einem tiefen, aufrichtigen Gefühl bestimmt. Was bedrückt Sie so, mein Freund? Ich verstehe manches, aber ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht wollen. Bon voyage. Adieu. Mein Name ist Richard Hornig. Ich war über 10 Jahre im Dienste des Königs. Durch einen Zufall wurde ich sein Leiblakei. Seine Majestät warf in einem Wutanfall einen Diener hinaus, seinen Leiblakei namens Volk. Ich nahm seinen Posten ein. Ich habe niemals in all den Jahren das Vertrauen des Königs verraten und ich habe keine Absicht, das jetzt zu tun. Aber die Wahrheit ist, es gab nichts in seinem Verhalten, das in irgendeiner Weise nicht dem entsprochen hätte, was der Würde eines Souveräns angemessen ist.
Warte hier. Hier. Kannst du die Fahne aufziehen? Jawohl, Majestät. Gut. Sehr gut sogar. Ich habe das beim Militär gelernt, Majestät. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich bin erst einige Tage im Dienst, Majestät. Was hast du vorher getan? Ich war auf einem Gut. Ich habe die Pferde versorgt. Mach Feuer an. Sofort, Majestät. Zieh deine Handschuhe aus. Was stehst du da herum? Haben Majestät noch Anweisungen für mich? Du kannst heute Nacht hier schlafen, wenn du willst. Sehr wohl, Majestät. Elsa? Von welcher Elsa redest du denn da immer? Wer ist diese Elsa? Ich bin Elsa. Ludwig mag nicht einmal meinen Namen. Er hat mich noch nie Sophie genannt. Für ihn bin ich Elsa, schon von Anfang an. Nach der Heldin in Lohengrin. Aber Verliebte geben sich doch immer andere Namen. Verliebte. Wir haben immer gewusst, dass Ludwig etwas exzentrisch ist. Ja, ich weiß. Wenn ich ihn nur nicht so lieben würde, dann müsste ich nicht so leiden. Wenn er mich ganz allein lässt, auf einem Ball zu unseren Ehren. Noch nie hat er mich gebeten, mit ihm auszugehen. Immer seltener und seltener kommt er mich besuchen. Und so vergrabe ich mich jeden Tag im Haus, weil ich Angst habe, einen Besuch von ihm zu verpassen. Und wenn er doch kommt, dann redet er kaum mit mir. Manchmal, wenn er kommt, dann verbringt er die ganze Nacht vor dem Tor und hinterlässt einen Blumenstrauß für mich. Ohne ein Wort oder sonst was. Es ist, als legte er die Blumen auf ein Grab.
Und ich fühle mich tot, tot und begraben. Ich fühlte mich tot, als er darauf bestand, mich Wagner vorzuführen. Jeder schaut voll Mitleid auf mich, voller Mitleid. Aber es ist auch deine Schuld. Warum schließt du dich immer in diesem Haus ein? Und wartest, bis er sich zu einem Besuch herablässt? Geh aus! Für ein ganz normales Leben. Geh ins Theater, wenn dir danach ist. Verreise und amüsiere dich. Zeige ihm, dass du unabhängig von ihm bist und viele eigene Interessen hast. Das wird ihn herausfordern. Und er wird dich begehren. Er wird mich nie begehren. Er macht sich nicht das Geringste aus mir. Und das weißt du ganz genau. Jawohl. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er nur dich liebt? Nein! Wie kommst du dazu, so etwas zu behaupten? Es ist nicht wahr! Es ist nicht wahr! Voll wahr! Man hat es mir erzählt, aber ich war schon von selbst dahinter gekommen. Zu spät, viel zu spät. Und wenn du es genau wissen willst, man sagt, du liebst ihn auch. Wer? Wer hat dir das gesagt? Oh, sei doch still, du dummes Ding! Komm. Komm, sieh mich an. Glaub doch nicht den Unsinn, den die Leute reden. Mich brauchst du doch nicht zu fürchten. Mich nicht und keine andere Frau. Ludwig. Die Gefahr bei Ludwig, wenn überhaupt. Es geschieht mit vielen jungen Männern. Wusstest du das nicht? Allen, glaube ich. Wenn sie so jung sind und so sensibel. Die meisten kommen von alleine darüber hinweg. Ich habe Ludwig wirklich sehr gern. Vielleicht, weil wir uns sehr ähnlich sind. Nicht nur äußerlich. Er hat viele Fehler. Und viele Vorzüge. Er ist sehr verletzbar. Du kannst ihn retten, Sophie. Du musst. Aber du musst sehr stark sein. Sei bei ihm. Und lass nicht zu, dass die Hochzeit noch einmal verschoben wird. Wenn er nichts sagt, dann musst du reden. Wenn er dich vernachlässigt, dann tu so, als hättest du es gar nicht bemerkt. Ich werde Vater sagen, er soll sofort mit Ludwig den Hochzeitstermin festsetzen. Kein weiterer Aufschub. Ich will Sophie nicht heiraten. Es geht nicht mehr. Doch, es geht sehr wohl. Es wäre nicht die erste Verlobung, die gebrochen wird. Ein König macht keinen Skandal. Er kann sich doch nicht selbst einer furchtbaren und berechtigten Kritik aussetzen. Es wird keine Gnade geben. Und das soll ein Grund für mich sein, keine Gnade mit Sophie zu haben? Der Herr wird gnädig sein mit ihr. Sei dessen gewiss. Ich betrüge sie. Das hast du von Anfang an gewusst. Sie will mich nicht aus Ehrgeiz heiraten. Das habe ich nicht gewusst. Wenn Sophie dich liebt, dann solltest du dich freuen. Noch liebt sie mich. Aber sie wird mich bald hassen. Und ich werde sie hassen. Was berechtigt dich zu derlei Annahmen? Wie kannst du dir anmaßen zu wissen, wohin der Herr dich führen wird?
Du hast hier nur eines zu wollen: heiraten und Kinder kriegen. Hör mir mal zu, mein Sohn. Wenn der Teufel dir Versuchungen schickt, dann musst du sie gegen ihn kehren. Betrachte es als eine Prüfung Gottes. Im Dunkel deines Herzens verbergen sich die Verlockungen der Sünde und flüstern dir zu. Du wirst sehen, ein Körper ist so reizvoll wie ein anderer. Pater, das ist eine seltsame Lehre. Dein Volk erwartet von dir, dass du einer von ihnen bist. Mächtiger zwar, mit Privilegien, von der göttlichen Vorsehung berührt, doch einer von ihnen. Wenn du anders sein willst als sie, werden sie dir das nie verzeihen. Wagner wurde aus München vertrieben, weil er ein Genie ist. Das hat ihn hier zum Fremden gemacht. Er war anders als wir. Ludwig, du gehörst zu denen, die der Herr auserkoren hat, denn du bist mehr als andere der Sünde ausgesetzt. Und deshalb kannst du besser als die anderen beweisen, wie sehr du Gott liebst. Ich weiß aus deinem Munde, dass du bis heute stets die Kraft hattest, jeglicher Versuchung zu widerstehen und der Sünde. Ja. Bitte sage mir jetzt, ob das noch so ist. Ja. Ich frage dich, so wie beim heiligen Sakrament der Beichte. Ja. Ego ti absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Ich glaube, dass die Auflösung der Verlobung mit Prinzessin Sophie der Beginn unserer Tragödie war. Von dem Tage an kümmerte sich seine Majestät nicht mehr um die Staatsangelegenheiten. Bei allem, was in der Welt passierte, schien seine Majestät an nichts anderes zu denken, als an den Bau von mehreren Schlössern, die kein Mensch je bewohnen würde. Um das Unglück zu vergrößern, ging es Prinz Otto schlechter von Tag zu Tag. Und die Königin Mutter suchte ihren Trost im katholischen Glauben. Ad aperire in odorem suavitatis tu autem effugare diabole a propinquabit enim judicium Dei. Ab renuncia Satane. Ab renuncia. Et omnibus operibus eius. Ab renuncia. Et omnibus pompis eius. Ab renuncia. Ex immunde spiritus et da locum spiritui sancto paraclito. Ego te lineo salutis in Domine nostro Iesu Christo, ut aveas vitam aeternam. Amen. 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 Maria,
sbaptizzare? Bolo. Ego te baptizzo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Maria, vade in pace, et Deus te adiuvet. Unsere Herzen sind von Freude erfüllt, Majestät. Ist es nicht traurig für eine Mutter, wenn sie ihren Sohn nicht einmal streicheln kann? Auch im Namen des Abtes unseres Ordens möchte ich meine Freude ausdrücken darüber, dass Ihre Hoheit dieser Zeremonie beiwohnen. Es tröstet uns über die Abwesenheit seiner Majestät des Königs hinweg und über den tiefen Schmerz, von dem wir alle gequält sind, weil seine Majestät sich immer mehr zurückzieht. Ich habe in der letzten Zeit den König öfters aufgesucht, um mich nach seinem Befinden zu erkundigen. Aber seine Majestät hat sich häufig geweigert, mich zu empfangen. Schließen Sie seine Majestät in Ihre Gebete ein. Niemals vergesse ich in meinen Gebeten unseren über alles geliebten König. Aber es bereitet mir übermäßiges Unbehagen, bringt mich in größte Verlegenheit, seinem katholischen Volke zu erklären, was in ihm vorgeht. Wir stehen bedauerlicherweise vor dem Beginn eines Krieges, der viele Leben kosten wird. Und bestenfalls mit dem Triumph der preußischen Macht endet. Wie glücklich wäre ich, wenn uns diese schmerzliche irdische Angelegenheit, die uns, Gott weiß es, so ganz und gar fern liegt und fremd ist, in noch stärkerem Maße dazu brächte, die Bande, die uns verbinden, mit dem Heiligen Vater und der Mutter Kirche, immer weiter zu verstärken. Aber seine Majestät ist uns dabei keine Hilfe. Wenn Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit mich heute als Dienerin empfangen hat, wird er uns seinen Beistand geben. Ich vertraue ihm. Sie warten vergebens, Hochwürden. Seine Majestät wird Sie nicht empfangen. Ihre Majestät, die Königin, schickt mich her. Prinz Otto ist sehr, sehr krank. Seine Majestät ist auch krank. Er hat Zahnschmerzen. Bitte glauben Sie mir, das Warten ist Zeitverschwendung. Aber wäre es nicht möglich... Baron von Holstein sitzt dort im Vorzimmer und wartet bereits seit heute Morgen. Er kommt von den Verhandlungen in Versailles und möchte Bericht erstatten. Er wartet jetzt 6 Stunden. Sagen Sie seiner Majestät, dass ich hier war. Und sagen Sie ihm den Grund. Ich kann keinen Moment länger warten. Ich muss seine Majestät umgehend sprechen. Die Verantwortung dafür übernehme ich.
Wann sind Sie angekommen? Seit 8 Uhr heute Morgen sitze ich draußen im Vorzimmer und warte, wie Eure Majestät sicher sehr wohl wissen. Es geht mir schlecht. Nur mit Chloroform ist es mir noch möglich, ab und zu ein wenig zu schlafen. Stört Sie der starke Geruch sehr? Nein, nein, es geht schon. Soll ich lieber das Fenster öffnen lassen? Ach nein, ich friere so. Setzen Sie sich doch. Danke, aber es ist unerlässlich, dass ich noch heute Abend abreise. Ach ja? Und wohin? Nach Versailles. Ich habe mit dem Kanzler Bismarck gesprochen und muss ihm ohne Verzögerung eine Antwort überbringen. Was ist das hier? Wer hat das geschrieben? Ich verstehe nicht. Diesen Brief hier sollten Eure Majestät unverzüglich an den König von Preußen schreiben. Ich sollte es vielleicht nicht sagen, aber Bismarck hat ihn mir persönlich diktiert. Er erwartet, dass ich das hier schreibe? Dass Sie es abschreiben und unterzeichnen. Ich werde den Brief dann so schnell wie möglich übermitteln. Was? Was? Ich soll Wilhelm bitten, mir die Gnade zu erweisen, mein Königreich entgegenzunehmen? Als Geschenk? Wollt ihr das? Nein. Sie ersuchen den zukünftigen Kaiser des großen neuen Deutschen Reiches, Bayern als einen Teil des Staatenbundes anzuerkennen. Nein, das ist kein Staatenbund. Das bedeutet, dass wir ihm unser Land aushändigen. Wir werden Sklaven. Oder sogar noch Schlimmeres. Und wir sollen uns freiwillig in die schrecklichste Erniedrigung begeben, die man sich vorstellen kann? Nein! Nein! Ihr könnt alles verlangen, aber nicht das! Sklaverei? Erniedrigung? Das verstehe ich nicht. Ein Volk fällt in die Sklaverei, wenn es besiegt ist, unterworfen wird. Niederlagen sind erniedrigend. Und das ist das unvermeidliche Schicksal Bayerns, wenn sich das Land nicht dem Bund anschließt. Mit einem Schlag kann das große neue Deutsche Reich das Königreich Bayern von der Landkarte fegen. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Bismarcks Rat ist richtig und klug. Es wäre klüger gewesen, wenn Sie diesen Brief schon früher geschrieben hätten. Ihr Onkel, König Wilhelm, hätte das gewiss mehr geschätzt. Bitte tun Sie es jetzt gleich, bevor er zum Kaiser proklamiert wird, ohne Rücksicht auf uns. Dies ist jetzt die psychologisch günstigste Gelegenheit. Und es ergeben sich auch finanzielle Vorteile daraus. Ja. Bismarck ließ mich wissen, dass Sie fest damit rechnen können. Nein. Wenigstens jetzt nicht. Ich will es nicht. Ich könnte es nicht. Ich tue es nicht. Nein, ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Ich kann nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Es ist jetzt fast 5 Uhr. Wenn ich München um 9 verlassen könnte. Wir wissen alle, dass es keine andere Lösung gibt. Deshalb könnten wir uns wenigstens die Mühe sparen, noch lange darüber zu diskutieren. Wenn es stimmt, dass es keine andere Lösung mehr gibt,
Wenn meine Regierung weiß, dass es keine andere Lösung gibt, dann soll die Regierung diesen Schritt unternehmen. Wenn ich Eurer Majestät sagen würde, was in diesem Moment die Regierung unternehmen möchte, würden Eure Majestät nicht zögern, diesen Brief zu schreiben. Aber solche Methoden will ich nicht anwenden. Ich sage nur dies. Eure Majestät brauchen dringend eine persönliche Allianz. Eine Allianz zwischen Menschen desselben Blutes, desselben Adels. Eine Allianz, die viele Vorteile bringen wird. Einige davon sogar umgeht. Lasst ihn sofort los. Majestät, ich weiß nicht, ob... Otto? 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 Erkennst du mich nicht? Ich bin's. Ludwig.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Liebes. Und frohe Weihnacht. Dank dir für alles. Das ist mein Präsent für dich und für ihn. Niemand hat je ein so schönes Geschenk bekommen. Alles Gute, Madame Wagner. Alles Gute von allen von uns. Für Sie und Ihre Familie. Danke. Spielen Sie es noch einmal, bitte. Da auch die Schlösser der Anlass sind für diese schwierige Untersuchung und um uns ein besseres Bild zu machen, möchte ich den Kollegen vorschlagen, alle Schlösser seiner Majestät zu besichtigen. Von denen nur eins, und zwar Schloss Linderhof, regelmäßig von seiner Majestät bewohnt worden ist. Ich möchte auch daran erinnern, dass Wagner, obgleich nicht mehr in Bayern ansässig, trotzdem noch immer die Staatskasse belastete. Und wenn sein Theater in Bayreuth im August 76 mit der berühmten Tetralogie eingeweiht werden konnte, so verdankte er dieses nur den Subventionen, die der Unersättliche unserem naiven König aus der Tasche gezogen hatte. Er hatte kaum noch Geld, aber er machte keinerlei Anstalten zu sparen. Ganz im Gegenteil. Er gab immer mehr aus. Er warf das Geld hinaus. Große Summen für einen Diener mit hübschem Gesicht und einer guten Figur. Einem Schauspieler, dessen Stimme es ihm angetan hatte. Nur düstern Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne scheint verhüllt von Weh zuweilen. Kommt, offenbart mir ferner was verborgen. Ich will dann strafen oder Gnad erteilen. Denn niemals gab es ein so herbes Los als das Juliens und ihres Romeos. Liebe Bekannte, Gott, Ernster, lassen Sie mich beglückwünschen. Welch triumphaler Erfolg. Ich muss Sie umarmen. Das ist ein unvergessliches Erlebnis. So wundervoll. Ich danke euch allen. Ich danke euch allen. Darf ich bitten, Herr Kleins? Kommt. Vielen Dank. Danke. Sie waren großartig. Fantastisch. Sehr lieb, danke. Alles sind begeistert. Ich bin sehr glücklich. Danke euch allen vielmals. Meinen Glückwunsch, Sie waren wunderbar. Nein, Sie waren wunderbar. Danke. Sie waren herrlich. Danke. Gute Nacht, Herr Kainz, gute Nacht. Gute Nacht. Begleitest du mich? Gern. Ich freue mich so. Das kann ich verstehen. Herr Kainz, ein Bote von seiner Majestät, der König.
Guten Abend, Kainz. Ich habe hier einen Brief für Sie von seiner Majestät. Und das hier. Zeig mir, was du so Schönes bekommen hast. Oh, das ist fantastisch. Mir schenkt nie einer sowas Teures. Mir? Es dämmerte schon, als Kainz Linderhof erreichte. Er zog sich rasch um und ich brachte ihn zur Venusgrotte, wo der König ihn erwartete. Grüß Gott. Herr Kainz?
Erlauben Sie mir, Ihnen einen Rat zu geben, Herr Kainz. Es ist nur zu Ihrem Besten. Sehen Sie, der König möchte Romeo begegnen, nicht Herrn Joseph Kainz. Romeo hat er nach Linderhof eingeladen. Seien Sie also bitte nur Romeo oder Didier, eine Ihrer Helden mit anderen Worten. Dann können Sie sich Ihres Erfolges sicher sein. Vor jedem Kreuze fallet hin und mit heißen Reuetränen büßet eure Schuld. Und seid ihr glücklich durch die Schreckensstraße, sendet der Berg nicht seine Windeswehen auf euch herab von dem beeisten Joch, so kommt ihr auf die Brücke, welche stäubet. Wenn sie nicht einbricht unter eurer Schuld, wenn ihr sie glücklich hinter euch gelassen, so reißt ein schwarzes, ungeheures Felsentor sich auf. Kein Tag hat diese Stelle je erhellt. Doch hinter diesem finsteren Loch erwartet euch ein heitres Tal der Freude. Doch schnellen Schritts müsst ihr vorübereilen. Ihr dürft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt. O Rudolf, mein königlicher Ahn, so zieht dein Enkel ein auf deines Reiches Boden. Und so, immer steigend, kommt ihr auf die Höhen des Gottards, wo die ewigen Seen sind, die von des Himmels Strömen selbst sich füllen. Dort nehmt ihr Abschied von der deutschen Erde. Und muntern Laufs führt nun ein anderer Strom ins Land Italien hinab euch, das Gelobte. Wir fahren hin. Ja, wir fahren hin. In dieses Land, wo ihre Helden litten und lebten. Wir folgen Wilhelm Tells Spuren durch die Schweiz. Und dann durch Italien. Ja, Italien vor allem. Nein, jetzt nicht. Wir reden später. Bitte wieder, Didier. Schweig still. Ich könnte... Oh. Hoffentlich haben die uns noch was übrig gelassen. Was auf die Leuchte haben. Hör dir das mal an. Da ist ja wieder was übrig geblieben. Prost. Prost. Den da oben hat's wohl nicht geschmeckt. Aber wenn der mich anspricht, ein Ehrenmann wäre, voll eines einfältigen Ehrgefühls, wenn ich zufällig ein Herz getroffen hätte, noch voll von Illusionen, ehe ich diesem Ehrenmann nicht sagen würde, so bin ich,
ehe ich ihn freudevoll empfangen würde und ihn nicht selber warnen würde, dass mein reines, keusches Aug nichts birgt als schnöde Falschheit, ehe ich so falsch, betrügerisch verdorben sein könnte, hätte ich es vorgezogen, mein Grab zu graben mit meinen eigenen Fingernägeln. Ihr würdet herzlich lachen, wenn ihr euch selbst sehen könntet, wie mein Herz, dieser seltsame Spiegel, euch sah. Ihr tatet recht, es zu brechen, Madame. Ihr wart da, unschuldig, keusch, rein. O edle Frau, was ward euch denn nur angetan von diesem Mann mit reinem, tiefen Herzen, der euch so lang schon liebte, auf seinen Knien, zu euren Füßen? Du wirst mir ein guter Freund sein. Ich mache dich zum Stern meines Theaters. Du wirst die bedeutendsten Rollen der Welt spielen, in den größten Dramen. Die anderen Schauspieler werden eifersüchtig sein und neidisch. Darauf musst du gefasst sein. Hab keine Angst. Du wirst unter dem Schutz des Königs stehen. Der König wird dich beschützen und dir stets Leid und Sorgen ersparen. Aber du darfst ihn nie verraten. Ich will nichts als deine Ergebenheit. Alle haben Wagner gehasst. Ich habe ihn der Welt aufgezwungen. Aber Wagner hat mein Vertrauen verraten. Ich war dieser Mann mit dem Herzen voller Illusionen. Und vergebens suchte ich seither einen wahren Freund. Doch jetzt habe ich ihn. Wir werden morgen aufbrechen und ständig unterwegs sein. Wenn man es mir verbietet. Wer könnte Sie an irgendetwas hindern? Sie sind der König. Sie können doch tun, was Sie wollen. König zu sein ist manchmal schwer. Warum danken Sie nicht ab? Moi? Le premier de France en être le dernier? Je changerai mon sort au sort d'un braconnier. So dürfen Sie niemals wieder mit mir sprechen. Niemals! Niemals! Ich bin sehr erschöpft, Majestät. Darf ich mich zurückziehen und einige Stunden schlafen? Schlafen? Der Schlitten wartet. Komm! Ich zeige dir mein wahres Reich, meine Berge im ersten Licht der Sonne. Eine Welt für uns allein. Rein und unbefleckt. Denk an deine Seele, Didier. Und nicht an deinen Körper. Die Bergspitzen donnern. Die kleine Brücke zittert. Aber der Jäger fürchtet nicht den schwindelnden Pfad. Kühn klettert er über die eisigen Gipfel, wo niemals Frühling scheint, wo kein Zweig grünt.
Du hast geschnarcht. Das ist nicht das Gedicht, das ich von dir hören wollte. Der Südwind erhob sich. Komm, rezitiere. Nein, ich kann nicht. Ich fühle mich nicht danach. Ich hasse es, ein Hans Wurst zu sein, der auf Befehl spielt. Ich bin ein Künstler. Bitte, nur dieses eine. Ich bitte dich. Nein, ich kann nicht. Ich befehle es dir. Ich kann nicht. Das ist zu viel für mich. Ich bin ausgelaugt. Wir sind jetzt eine Woche unterwegs. Ich fühle mich, als hätte ich die ganze Zeit nicht geschlafen. Mein Gedächtnis lässt nach. Müde bist du? Dann schlaf. Herr Kainz erklärt, alle Briefe, die ihm seine Majestät der König während ihrer kurzen Freundschaft beinahe täglich geschrieben habe, seien ihm gestohlen worden. Herr Kainz ist ein Lügner. Herr Kainz hat die Briefe für einen hohen Preis verkauft. Genauso wie er die meisten Geschenke von seiner Majestät verkauft hat. Er verkaufte die Briefe in der Schweiz an einen Agenten von mir. Diese Briefe sind in meinem Besitz. Ich glaube, dass diese Briefe der unstreitigste Beweis dafür sind, dass seine Majestät der König nicht im Besitze seiner geistigen Kräfte ist. Ich ertrug alles, was ich konnte, als treuer Diener von Königreich und Staat. Von einem Despoten, der hemmungslos der Befriedigung seiner Launen nachging. Widerstrebend sandte ich Geld an Wagner in Bayreuth. Ich überwachte den Bau von Linderhof und stumm vor Zorn auch den des Schlosses Neuschwanstein. Aber im Herbst des Jahres 1877, als ich erkannte, dass seine Majestät fest entschlossen war, mit dem Bau von Herrenchiemsee zu beginnen und dass er alles hinter meinem Rücken tat, da trat ich zurück.
Warum ist das Klavier mit einem schwarzen Schleier bedeckt? Man sagt, der König hätte Trauer befohlen, als Wagner starb. Aber das ist doch nun schon länger her.
Osterholzer! Ich will sie nicht sehen. Ich kann sie nicht empfangen. Geh, geh. Du wirst dir sagen, ich bin krank. Das stimmt ja auch. Ich leide. Ich leide furchtbar. Ich will kein Mitleid von niemand. Geht. Geht. Und lasst ihr ausrichten, dass es mir leid tut. Und ich komme Sie besuchen, sobald ich mich besser fühle. Natürlich steht ihr Neuschwanstein zur Verfügung. Sie kann dort bleiben, solange sie will. Ich kann sie nicht sehen. Nein. Melden Sie seiner Majestät meinen Besuch. Seine Majestät sagt, das Schloss steht eurer kaiserlichen Hoheit zur Verfügung, solange Sie wünschen. Wir fahren zurück nach Possenhofen. Und dann begann er zu weinen. Er hatte uns aus dem Zimmer geschickt. Aber wir konnten ihn doch hören. Er weinte und schrie laut, Elisabeth, Elisabeth. Du bist
Wem haben Sie den Auftrag gegeben, diese Untersuchung vorzunehmen? Dem Grafen Holnstein, Hoheit. Der Graf war häufig bei seiner Majestät. Daher ist sein Rat eine wertvolle Hilfe für uns. Günstlingen habe ich noch nie vertraut. Und zu ehemaligen Günstlingen habe ich noch weitaus weniger Vertrauen. Sagen Sie, welche Rolle spielt Oberst Dürckheim bei all dem? Er hat Ludwig immer sehr nahe gestanden, schon als er jung war. Hoheit, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es am besten wäre, diese peinliche Sache so geheim zu halten wie möglich, damit wir imstande sind, sofort zu handeln, falls sich der König als nicht regierungsfähig erweist. Es ist Euer Hoheit sicherlich bekannt, aber trotz seiner Exzentrizität und den skandalösen Kosten in den letzten Jahren für die leerstehenden Schlösser wird der König auch jetzt noch sehr geliebt von seinem Volk. Außerdem haben ein paar Leute Interesse daran, einen König auf dem Thron zu sehen, der nicht regiert. Wollen Sie damit sagen, dass auch Oberst Dürckheim zu diesem Personenkreis zählt? Oh nein, nein, wir schätzen Oberst Dürckheim sehr. Und ich nicht weniger als Sie. Sie werden daher verstehen, meine Herren, wenn ich seine Meinung hören möchte. Und ich denke, es wäre angemessen, wenn ich das in Ihrem Beisein tue. Bitten Sie Oberst Dürckheim herein. Der Ministerrat, vertreten durch den Grafen Töring, der hier anwesend ist, bietet mir die Regentschaft Bayerns an, falls es notwendig sein sollte, seine Majestät Ludwig II. Zum Abdanken zu zwingen. Er zeigt, wird mir gesagt, deutliche Symptome einer Geisteskrankheit. Bitte, Herr Oberst. Selbstverständlich würde ich nur annehmen, wenn ein medizinisches Gutachten dieses bestätigt. Ich bin überzeugt von Ihrer Unparteilichkeit, Herr Oberst. Ich weiß, dass Sie bei vielen Anlässen Ihre Verbundenheit mit dem König gezeigt haben. Deswegen möchte ich Ihre Meinung hören. Auch für mich steht ohne Zweifel fest, dass seine Majestät seit Jahren immer weniger Interesse an den Staatsgeschäften gezeigt hat. Und er führt ein Leben in beunruhigender Abgeschiedenheit. Aber können wir sicher sein, dass dies fehlende Interesse nicht nur vorgetäuscht ist und seine Verschwendungssucht nur ein Mittel, um sich und der ganzen Welt zu beweisen, dass ihm außergewöhnliche Freiheiten und Rechte zustehen? Meine Meinung ist mit Verlaub folgende. Das Privatleben seiner Majestät ist genauso exzentrisch, wie es seine Regierung gewünscht hat. Bevor man dem Bau weiterer Schlösser Einhalt geboten hat, sind die horrenden Kosten immer bewilligt worden. Es muss also jemand ganz bewusst die Verschwendungssucht seiner Majestät gefördert haben. Jemand, der dem König in den letzten Jahren nahestand und der einen gefährlichen Einfluss auf ihn gehabt hat, im Auftrag und mit Billigung der Regierung. Mit Verlaub, Hoheit, das klingt ja, als ob der Oberst Dürckheim diese Regierung beschuldigen wollte, ein Komplott geschmiedet zu haben gegen den König. Das haben Sie gesagt, nicht ich. Ich bin verpflichtet, die Fragen Eurer Hoheit ehrlich zu beantworten. Ich bin mir der Bedeutung meiner Aussagen wohl bewusst, aber sie wird bestätigt dadurch, dass man so schwerwiegende Maßnahmen in Erwägung zieht, bevor man versucht hat, dem Unglücklichen zu Hilfe zu kommen. Unser Herrscher befindet sich in einer Krise. Und wie lange dauert diese Krise schon, Oberst Dürckheim? Wie lange schon?
Ich möchte klarstellen, dass die Regierung sich natürlich großzügig gezeigt hat, weil sie unter allen Umständen einen Skandal vermeiden will, bevor es zu spät ist. Falls es überhaupt notwendig ist. Wir führen derzeit nur eine genaue Untersuchung durch. Und dabei wird auch Oberst Dürkheim offiziell befragt und kann wiederholen, was er hier privat geäußert hat. Da werden vielleicht noch andere da sein, die wie er der Ansicht sind, dass die Schuld, die der Regierung anzulasten ist, sehr viel schwerer wiegt als das Verschulden des Königs. In dem Fall, lieber Pfistermeister, sollten wir umgehend zurücktreten und einen Arzt aufsuchen. Denn wenn sich herausstellt, dass der König geistig vollkommen gesund ist, kann das nur heißen, dass wir verrückt sind. Ich bin Obermedizinalrat Bernhard Gudden, Professor der Psychologie an der Universität in München. Nach der Untersuchung des Geisteszustandes seiner Majestät des Königs ist eine Kommission zu folgendem Ergebnis gekommen. Seine Majestät ist im fortgeschrittenen Zustand einer Geisteskrankheit, die allen fachkundigen Ärzten bekannt ist. Paranoia. Da diese Krankheit die freie Willensentscheidung behindert, ist es dem König unmöglich, sich um seine Regierungsangelegenheiten zu kümmern. Diese Beeinträchtigung wird für den Rest seines Lebens anhalten. Was? Osterholzer? Ruhe bitte, meine Herren, Osterholzer ist entflohen. Wenn dieser Stallknecht den König warnt, dann ist unsere Mission gefährdet. Wir können nicht bis morgen warten. Wir müssen jetzt handeln. Fesselschwert. Wie lange brauchen wir von Hohenschwangau nach Neuschwanstein? Bei diesen Unwetter mindestens eine halbe Stunde mit der Kutsche. Schneller geht's kaum. Meine Herren, wir brechen sofort auf. Sie wissen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Den König haben sie verhaften wollen. Von München sind sie gekommen. Das ist ein Komplott. Ich bin ja nicht davon. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Sie wer? Mit 3 Kutschen sind sie gekommen. Morgen früh oder vielleicht schon heute Nacht werden sie zum Schloss aufgekommen. Die Befehle Eurer Majestät sollen nicht beachtet werden. Das hat der Baron von Hollenstein gesagt. Von Hollenstein? Hier? In Neuschwanstein? Ich weiß nicht, Majestät.
Sie, kommen Sie. Geben Sie mir die Tasche. Von Hollenstein? Sagtest du von Hollenstein? Ja, Majestät. Wer ist alles bei ihm? Was ich gesehen habe, Kabinettsminister Kreisheim, Professor Gutten, Hesselschwert. Was mögen Sie wohl vorhaben? Ich will, dass Sie eingesperrt werden! Alle! Alle! Meier! Meier! Sie sollen ausgepeitscht werden, bis Blut ist. Reißt ihnen die Augen raus! Erschießt sie! Nein, ich erschieße sie selbst. Eigenhändig. Beeilt euch! Beeilt euch! Schnell, schnell! Meier! Lasst sie alle verhaften! Los! Halt! Auf einen Schritt und ich schieße. Aufmachen, ich bin Baron von Hollenstein. Was wünschen Sie? Die Regierung hat seine Majestät abgesetzt. Seine Hoheit, Prinz Luitpold, hat die Regentschaft übernommen. Die Soldaten sollen die Waffen niederlegen und die Tore öffnen. Wir haben Befehl von seiner Majestät, das Feuer auf jeden zu öffnen, der den Versuch macht, sich zu nähern. Ich habe ein offizielles Dokument bei mir, das den König für geisteskrank erklärt. Ich bin autorisiert, es Ihnen vorzulesen. Ist der Mensch geworden? Der wird doch nicht wahr. Kommen Sie, meine Herren, kommen Sie. Das muss ich wohl. Versuchen Sie es bitte. Sie haben sie alle verhaftet. Gut. Gut. Du, Meier, du holst mir den Schlüssel zum Turm. Sofort. Wenn es nötig ist, verschanzen wir uns dort. Da kann ich mich besser verteidigen. Oder hinabspringen, wenn Sie mich fassen wollen. Lieber tot als das, was Sie mit mir vorhaben. Mich zu töten, indem er mich am Leben hält, wie mein Bruder. Nein, das könnte Ihnen so passen. Schnell, bringt mir den Schlüssel. Den Schlüssel? Wir können ihn nicht finden. Findet ihn! Findet ihn sofort! Geht! Geht! Melden Sie mich an. Graf Durkheim. Ich habe diese Verschwörerklicke hinter Schloss und Riegel gesetzt. Ich billige Ihre Handlung, Majestät. Aber der Ministerrat hat diese Erklärung abgefasst. Das Volk muss sich dagegen auflehnen. Wir begleiten Eure Majestät sofort nach München. Ich glaube, wir können auf die Armee zählen. Eure Majestät sollten dort vor den Offizieren und Soldaten sprechen. Eure Majestät, wir haben keinen Moment zu verlieren. Wir müssen München erreichen, bevor Sie uns... München? München. Nicht einmal 10 Pferde bringen mich in diese verhasste Stadt. Majestät. Das ist die einzige Hoffnung, die Situation noch zu retten. Sofern Eure Majestät nicht vorziehen, das Land zu verlassen.
Wir könnten versuchen, nach Tirol zu gelangen, über die Grenze. Aber hinterher wird es sehr schwierig werden, zurückzukommen. Die Armee und das Volk wollen nichts anderes als Eurer Majestät zur Hilfe kommen, glauben Sie mir. Aber man muss Sie um diese Hilfe bitten. Sie müssen gewonnen werden und nur die Anwesenheit Eurer Majestät. Nein. 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 Ziehen Eure Majestät den Versuch vor, das Land zu verlassen? Ich bin bereit zu helfen. Mir ist nicht nach Reisen zumute. Und außerdem, was mache ich denn in Tirol? Man soll mich allein lassen. Ich habe stets getan, was ich konnte, um Eurer Majestät nützlich zu sein. Ich habe früher versagt. Ich versage heute. Sie könnten mir sehr nützlich sein. Sehr. Ich brauche Gift. Besorgen Sie mir was. Sie kriegen es in Füssen in der Apotheke. Gehen Sie sofort. Majestät, ich kam her, um Sie zu retten. Nicht, um Sie zu töten. Befehl des Königs. Auf Befehl des Königs verbleiben die Herren weiter unter strenger Bewachung und dürfen diese Räume auf keinen Fall verlassen. Sie werden weder Speisen noch Getränke erhalten. Gar nichts. Also das ist ja... Unsere Lage ist hoffnungslos. München ist weit. Verdammt. Ich befehle Ihnen, den Ministerrat zu unterrichten. Und zwar auf dem allerschnellsten Wege. Wir sind hier in Lebensgefahr. Wir brauchen Hilfe so schnell wie möglich. Der König will uns hier umkommen lassen. Ich verlange zu wissen, ob Sie die Regierung über diese Freiheitsberaubung informiert haben, Graf Dürckheim. Ich hoffe, Sie sind sich Ihrer vollen Verantwortung bewusst. Das wird ernste Konsequenzen haben für Sie. Ohne unsere Anweisungen überprüft zu haben, ließen Sie zu, dass Baron von Crailsheim, Graf Döring, Professor Auf Gudden... Befehl seiner Majestät sind Sie alle frei. Tun Sie Ihre Pflicht. Wenn ich Ihnen raten darf, handeln Sie vorsichtig. Seine Majestät muss vor sich selbst geschützt werden. Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele, Weber? Ja, Eure Majestät.
Ich glaube daran. Aber ich glaube auch daran. Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele und die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe viel gelesen über den Materialismus. Aber das kann mich alles nicht befriedigen. Mich wird keiner dazu bringen, so wie ein Tier zu leben. Ertrinken ist ein schöner Tod. Man wird nicht verstümmelt. Aber springen aus dem Fenster. Springen. Nimm das auch noch. Ich schreibe einen Brief. Wenn diese Uhr im Falle meines Todes an die königliche Vermögensverwaltung zurückgegeben wird, sollen sie dir dafür 25.000 Gulden bezahlen. Majestät. Euer Majestät, ich habe den Schlüssel. Den Schlüssel zum Turm. Maya! Maya! Ich habe dich verkannt. Jetzt bringen Sie ihn.
Majestät. Ich hatte noch nie eine so unangenehme Pflicht zu erfüllen. 4 Fachärzte haben ein Urteil über die Gesundheit Eurer Majestät abgegeben. Aufgrund dieser Beurteilung hat seine Hoheit Prinz Luitpold die Regentschaft übernommen. Ich bin angewiesen, Eure Majestät nach Schloss Berg zu bringen. Noch heute Nacht. Ach. Mein Freund Sauer.
Nun regnet es wieder. Es hört nicht mehr auf. Niemals. Eure Majestät sollten jetzt etwas essen. Und was sollte ich Ihrer Meinung nach essen? Was Sie wünschen. Sie können alles essen, was Sie wünschen, Majestät. Keine Messer. Merkwürdige Art, einen Tisch zu decken. Ich sehe nur eine Gabel fürs Dessert. Soll ich das Dessert zuerst essen? Ich bin nicht hungrig. Ich möchte jetzt schlafen. Aber gewiss, Majestät, selbstverständlich. Wecken Sie mich um Mitternacht. Ich werde spazieren gehen. Und danach werde ich essen. Eure Majestät müssen ab heute ein etwas regelmäßigeres Leben führen. Ja, sicher. Sie müssen nachts schlafen, die Mahlzeiten zu den üblichen Zeiten einnehmen und mit dem Spazierengehen werden wir Sie. Gewiss werde ich Sie schon bald selbst darum ersuchen, Majestät. Schon sehr bald. Ich möchte mich jetzt ausruhen. Lassen Sie mich bitte allein. Wenn das möglich wäre. Natürlich, Majestät, gewiss.
Sein Benehmen ist von königlicher Höflichkeit und perfekter Disziplin. Kein Zeichen von Ruhelosigkeit. Er antwortet immer sehr genau. In allem Ernst, ich bin nicht der Meinung, dass man seiner Majestät noch länger den Wunsch abschlagen sollte, um den der König bittet. Das Zimmer zu verlassen und sich im Park zu ergehen. Es regnet zwar gerade nicht, aber sehen Sie sich den Himmel an. Es gibt gleich einen Wolkenbruch. Abgesehen von anderen Überlegungen weiß ich nicht, warum ein Arzt keine Bedenken gegen einen Spaziergang im Regen erheben soll. Seine Majestät ist von kräftiger körperlicher Verfassung. Natürlich werde ich vorschlagen, mit dem Spaziergang zu warten, bis das Wetter wieder besser ist. Aber wenn er darauf besteht, dann würde ich es vorziehen, ihn zu begleiten, anstatt ihm den Wunsch noch einmal abzuschlagen. Ja, ich würde ihn selbst begleiten. Er hat Sie eingewickelt, Professor Gooden. Seien Sie vorsichtig. Es gibt nichts Schöneres, nichts Faszinierenderes als die Nacht. Man sagt, die Anbetung der Nacht und des Mondes sei ein weiblicher Kult. Und die Anbetung der Sonne und des Tages ein männlicher Mythos. Im Mysterium der Dunkelheit, in der Großartigkeit der Nacht, lag für mich jedoch immer das unendliche, erhabene Reich der Helden. Und damit auch das der Vernunft. Armer Dr. Gooden. Ihre einzige Aufgabe ist, mich zu ergründen, von morgens bis abends. Aber ich bin ein Rätsel für Sie. Und ich möchte ein Rätsel bleiben. Für immer. Für die anderen und auch für mich selbst. Ausgezeichnet. Wunderbar. Es ist schon 7:30. Dr. Gooden hat gesagt, Sie wollten nur eine Stunde spazieren gehen. Wann sind Sie weggegangen? Ich habe sie gesehen. Es war noch vor 6. Man muss sie sofort suchen. Sie sind sicher zum See hinuntergegangen. Holen Sie Fackeln, schnell. Wer war bei Ihnen? Sie waren allein. Dr. Gooden wollte absolut keine Krankenpfleger zur Begleitung haben. Seine Majestät wirkte heute vollkommen ruhig. Aber das ist doch Wahnsinn. Unverantwortlich. Dr. Müller, muss ich Ihnen sagen, dass Verrückte auch sehr schlau sind? Tja. Sucht sie, schnell. Sobald ihr sie findet, schickt jemanden her. Los, schnell. Was nun? Graf Hollenstein! Holt Fackeln! Befehl von Baron von Holstein! Alle verfügbaren Männer durchsuchen sofort den Park. Sie suchen zu zweit. Die anderen suchen mit hier unten am See.
Telegrafieren Sie an München. Und zwar, der König ist unauffindbar. Ich werde selbst nach ihm suchen. Wenn ich ihn finde, schieße ich einmal in die Luft, damit ihr Bescheid wisst. Geht ihr da wieder? Jawohl! Kommt! Gib die Fackel. Der König hat Selbstmord begangen. Um das tun zu können, musste er auch Dr. Gooden töten.
Los, bringt sie ins Schloss.